gehört. Ich wünsche jetzt allen noch einen tollen Abend und hoffe, dass der eine oder andere tatsächlich noch im 9. Stock vorbeikommt später. Danke. Ja, super, vielen Dank. Und wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang ins 2. Geschoss, also bitte einmal folgen. Genau, wir gehen jetzt zur Fotogallery. Also gerne einmal mir folgen. Hi, komm mal her. Unmuten, Charlie. Na, und was hast du jetzt so gemacht? Viel gelernt Echt? Was denn? über Fragen. Was? Mhm. Und bist du eher sehen oder gesehen werden? Ich glaube, eher gesehen werden. Ja, ich meine, irgendwie sind wir das doch alle. Wir stellen uns immer hinter unsere eigenen Projekte. Das ist anders als alles immer auswendig zu lernen. Wir produzieren ständig. Das heißt, du willst, dass dein Projekt gesehen wird oder du selbst? Ihr denkt, ich höre das nicht zusammen? Gewissermaßen schon, oder? Doch. Muss ich auch sagen. Ich finde Sehen aber auch spannend. Ja. Aber. Sich naja. einfach hinzusetzen. Du meinst, Schauen. du guckst dir gerne die Präsentation anderer an? Nee, ich gucke mir gerne andere Menschen an. Das verstehe ich. Mhm. Finde ich sehr legitim. Ja. Naja. Hast du noch was auf dem Kaffee? Oder einen Toast vielleicht? Oh, ich hätte Bock auf einen Toast. Soll ich uns eins machen? Ja, mach mal. Komm, ich mache uns einen Toast. Oh, zeig mal, komm mal her. Du hast Und das cool. ist eigentlich auch super. Schon so Becher gekauft. Mega cool. Und wie viel haben die gekostet? Genau die gleiche. Mega cool. Für ein Studierendenprojekt. Super schön gearbeitet. Ich weiß, dass da extrem viel Arbeit drin steckt. Warst du in dem Seminar? Ja. Erzähl mal. Ja. Keine Ahnung, wir haben das gegossen und dann so hat es sehr lange gedauert, weil wir so viele unterschiedliche Ideen hatten. Und dann alles ist auf einen Tag zusammengekommen. So die Körperteile und dass sie zusammenpassen. Und dann suchst du ein anderes Mitarbeiter oder Mitstudent und dann passt der Nase in der andere und der Ohr in ein anderes Tasse. Mega Ja. cool. Willst du eigentlich mal Zähne putzen? Ja. Schön putzen? Oh, man könnte auch. Nein, ich hab Sekt. Oh ja. Das sieht super aus. Sieht super aus. Bisschen Wow. Ohrenputzen Es gibt auch keine für den Mund. Because we also decided we want to show something, and yeah, so maybe I'll hand over to Noah and he'll say something shortly. Yeah. Ja, genau. Also das jetzt wieder im Rahmen der Unmute-Ausstellung haben wir jetzt hier versucht, nochmal so eine Momentaufnahme zu machen von diesen Situationen, in denen wir uns vorgefunden haben in den letzten, fast 2 Jahren. Und das Ganze hat angefangen mit dem Homeoffice, wo wir unten saßen. Das wird sich auch wiederholen im Laufe des Rundgangs. Und das ist jetzt eigentlich nur noch mal so eine fotografische Dokumentation von den verschiedenen Perspektiven. Und da haben wir einfach als Initiative versucht, Studenten aufzufordern, mal deren Perspektive fotografisch festzuhalten. Und dann haben wir von etlichen Studierenden ein paar Fotos bekommen von deren Homeoffice-Situation, wie sie hatten während Corona, während des Studiums und wie sie rekreiert haben oder wie sie vielleicht eventuell zurzeit noch besteht. Und das sind einfach ein paar Eindrücke aus der Perspektive. Genau. Genau, ging uns eigentlich nochmal darum, das sichtbar zu machen. Was war eigentlich unsere Situation? Wir haben uns ja wirklich alle nur gesehen über dieses kleine Zoom-Bild. Und hier kann man einfach nochmal sehen,
was war eigentlich die Situation bei den Studenten vor Ort zu Hause. Und ich glaube, es ist einfach noch so ein Moment, ja, innezuhalten, darüber nachzudenken, was eigentlich passiert ist in diesem Moment und das auch einfach nochmal zu zeigen, sichtbar zu machen. Genau. Ja, dann so viel von uns. Also, danke nochmal an Noah. Und wir würden uns jetzt einfach einmal umdrehen und schauen jetzt einmal in die Werkstatt des Pavillons, den wir gerade gesehen haben. Also einmal hier entlang in den Gang rein. Und vielleicht können wir einfach gleich einmal kurz ein bisschen in die Werkstatt reinlaufen, dass alle reingucken können. Genau. Okay. Soll ich ein bisschen warten? Ja, vielleicht einen kleinen Moment. Bitte. Genau, um den kommt Tisch. jetzt rein auf den Tisch. Ja, man riecht schon, hier wird gearbeitet. Genau, kommt gerne rein, rutscht so ein bisschen durch um den Tisch. Genau, kommt gerne rein. Hast du schon? Geht. Okay. Danke. Bitte? Macht ihr was hier? Ja, ich erzähle kurz was. So please come in. I start, but you can come in and go around the table. So this used to be our studio, but for the last semester we start calling it the Collab Factory, because here is where we have built the pavilion. First of all, I have to mention what we have here. This is part of the work we did with our first semester students. We teach all students from the first semester and second semester. They are 180 students, and we did an endless tower out of stairs. And each student had to design in a group a fragment of stairs, and they did models, they did drawings. And then in the second semester, in the summer semester, they started with the digital tools, because in the winter semester we did only analog drawings by hand and models, analog models. And this is their first contact with design and with architectural representation. I think that, well, this is something that you can slowly see on your own, but it's more, I think that it makes sense that I explain a bit more how we use this space and how we build the pavilion. You can see on the shelves all the tests we did for the last 1 year and a half with all the possibilities. Not all of them are there. We did tests with different technologies, different binders, different ways of reusing the material, and also different geometries. And finally, we went down to this process. Gaiska and Carolina know very well, much better than me, how this works, but I am going to be the speaker. Also, Kubranur and Bushra, they helped a lot. So what we do here is that we get the models of the students. We were crushing them in this machine that is here, that is the crusher. They moved it here. So you crush the material, you make it small, then you mix it more, and then you put it together with water with a specific amount. We have the instructions on the wall. They are not anymore there, but you can see them here. And then you put a bit of Kleister powder. This is organic, this is sustainable. We can recycle the material even if there is this. And some students, by mistake, change this material for something else that we use to fight moisture in, and the piece worked quite well. And one of the 225 blocks of the pavilion has no Kleister,
and it's also there because the paper and the cardboard, it already has some binders. So there's a possibility that we can work even without it. So you do the clyster, you put it together, and then we put the material inside the formwork. These formworks, they have been done with CNC and with the tools in the workshop, with the help of Heiko, with the design of Gais Kaltuna. These pieces are quite special because they are not extrusions, they are kind of conic elements because the dome has to fit with conic pieces, and they have 4 different units. They look all the same, but there are 4 types. So component 0, 1, 2, and 3, you can recognize the category of the component. If you touch here, there are 3 lines, so this is a component 3. And therefore it has been done with one formwork, that is the 3, and we have all the formworks there. So students would come here, they would fill the material inside the block, then they would put this big element on top and would put it under pressure for 1 hour. And after the water is running out through the holes, they would open it, they would put it in the shelf, and it would dry. We were kidding, saying that it's like cheese. So every week we were turning it around, and we came here, and the whole room was a kind of drying chamber. So you see there are ventilators, and we are pumping out the air all the time, and we were turning the pieces. We did 283 pieces, so a bit more than necessary, but we were lucky because I think that it was component 0, the orange one, we used till the last unit. So 1 more broken piece, and Gaiska would have had the necessity of doing 1 out of wood so that we can finish the pavilion. Because we cannot do the piece very fast because it needs 3 weeks to get dry. So we had to hurry up, and the 4th of July was our deadline to be able to do all the pieces. They were here, everything was full of pieces, also the fab like next door, and we were on time, and it was quite a challenge. Okay, that's it. If you have questions later, you can ask me or Gaiska or Carolina or Kubranur. How many models in one block? How many models? Yeah. What do you mean? A typical model, study model that would Okay. be erased, and then how many models become one? So one block is dry 4 kilos. That means that 4 kilos of models is more or less 1 block. Okay. It's quite a lot. So we have a room upstairs that is maybe as big as the space of the shelves, full of waste, and it was not. We have to go. It was not enough. So quite a lot. Okay. So thank you. So please, if you go outside, go to the left, and we'll all go into the studio of FGGTE. So please follow us. So please, yeah. Come along, maybe go a bit inside into the room so the other people can also enter. Yeah, please come inside, spread around. Yeah, so maybe we can all be quiet again for a moment so we can listen. And then I'll give over to Professor Klaus Stephan. Merci. Bonsoir. Pour être international, je peux présenter notre atelier en langue française. Nein, keine Sorge, ich spreche Deutsch. Wir hatten in diesem Sommersemester 2 Entwurfsseminare, eines für den Masterstudiengang, eines für den Bachelorstudiengang. Ich beginne mit dem Master. Das Thema war
Holzbau im Schuhmacherquartier. Das Schuhmacherquartier auf dem ehemaligen Gelände des Flughafen Tegels. Das soll ja auch ganz in Holz gebaut werden. Und da ging es uns um zirkuläres Bauen. Das heißt, dass wir Konstruktionen entwickelt haben, die auch wieder demontierbar sind, die recycelt wiederverwendet werden können und so weiter. Und 100%. Wir haben mit dem Fachgebiet Tech zusammengearbeitet, die uns da sehr unterstützt haben. Und es gab auch eine projektintegrierte Veranstaltung zum Thema Brandschutz. Das ist ja im Holzbau sehr wichtig. Und das Programm war zirkuläre Produktion in einem Gebäude auf einer Parzelle zusammen mit Urban Farming in Gewächshäusern und natürlich Wohnen. Diese 3 Funktionen in einem Gebäude vereint, und da gab es ganz unterschiedliche Ausprägungen, kann ich im Einzelnen nicht darauf eingehen. Also der Masterplan des Schuhmacherquartiers sieht auch solche Blockstrukturen mit Türmen vor. Und manche Gruppen haben diese Türme auch in einer oder anderen Form umgesetzt und andere nicht. Und hier der Bachelor-Entwurf, der heißt des Fischers neue Kleider. Der wurde betreut von Piet Nieder, von Herrn Sitzler und von Hannes Rutenfranz. Das ist auf der Fischerinsel, die Sie sicher kennen. Und da gibt es einen bestehenden Plattenbau aus DDR-Zeiten, der einmal ein Kindergarten war und der im Moment als Kreativhaus genutzt wird. Und da ging es darum, mit diesem Plattenbau, mit diesem bestehenden Plattenbau umzugehen, ihn eventuell zu transformieren und zu erweitern. Und da gab es die unterschiedlichsten Ansätze mit darauf bauen, daneben bauen, das Gebäude innen umzubauen oder auch neue Fassaden zu entwickeln. Das war ein relativ großer Kurs mit 36 Studierenden. Ja, ich glaube, wir haben auch nicht mehr Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Super, dann würde ich Sie alle bitten, mir zu folgen, und wir gehen rüber zum Fachgebiet NBL. Uns gerne einmal hier nach links rein. Genau, kommt alle gerne rein, Platz für alle sollte da sein. Genau, vielleicht können wir uns hier vorne ein bisschen nach vorne bewegen, dass die anderen auch noch rein können. Ja, eigentlich super, dann hat es gereicht. Ja. Wir dachten, wir stellen uns da hinten in der Halle hin. Ach so, dann können okay. alle durchkommen, oder? Okay. Weil es halt mehr Platz. Und dann würde ich euch alle bitten, einmal langsam weiter zu wandern durch die Tür. Nimmt es etwas wahr, Beispielhaft, hier läuft live. Genau, beispielhaft könnt ihr auch schon mal schauen, den Livestream euch angucken. Und kommt bitte einmal durch. Also wir enden wieder hier in der Halle. Genau, wir stellen uns dann hier irgendwie... Genau. Ich kann ja schon mal übergeben. Einfach da reinsprechen, ne? Genau, man sieht auch dran dort, dass er einen aufnimmt. Sehr gut. Genau, also wenn wir einmal kurz uns noch ein bisschen verteilen können.
Siehst du ja. Sorry, ja, erzähle ich euch später. Erzähle ich euch später. Und wir lauschen dem Studio NBL. Ja, herzlich willkommen beim NBL, dem Natural Building Lab, konstruktives Entwerfen und klimaangepasste Architektur. Genau, ihr könnt ruhig ein bisschen herkommen. Wir beschäftigen uns vor allem mit Themen des ressourcen- und klimaangepassten Bauens, des Low-Tech-Bauens mit Naturbaustoffen und auch den transdisziplinären Architekturprozessen. Wir haben wir sind ja eigentlich sehr bekannt für unsere Hands-on-Projekte und vielleicht ist das auch das, wofür wir oftmals stehen. Wir haben aber doch die Zeit auch diese Online-Zeit genutzt, um auch unsere Forschungsaktivitäten nochmal in einer anderen Form auszubauen. Also hier ausgestellt sind vielleicht 2 Projekte, eins zur Rezyklierbarkeit von mineralischen Bauabfällen und eins ein vergleichender Massiv- und Holzlehmbau. Abgesehen davon ist aber natürlich auch sehr viel Praktisches passiert, sehr viel, das dann in gebauten Prototypen oder in anhaltenden Kooperationen gemündet ist und deswegen auch der Titel unserer Ausstellung: Das Spannungsfeld zwischen Aufwand und Nutzen. Genau, in diesem Covid-Semester, wo wir hier dann nicht so viel in der Uni waren, wir waren aber dafür an ganz vielen anderen Orten mit unseren Lehrern. Das sieht man ganz gut an die Bilder, die da hinten an der Wand hängen. Wir würden nur ein paar von den Projekten ansprechen. Also Nina und Kim, die waren im Wintersemester mit den Bachelors im Haus der Statistik und haben quasi alle an das Pro-Holz-Trophy teilgenommen, wo die Experimentierhäuser am Haus der Statistik als urbaner Holzbau entworfen haben. Die stehen hier. Ich war mit Selina in Potsdam im Rechenzentrum mit dem Masters im Winter. Da haben wir uns mit Themen des Transformation von Bestandsgebäuden gewidmet, aber auch in einem sehr realen Kontext. Und wir hatten auch Arbeitsräume vor Ort, haben auch sehr eng mit den Akteuren vor Ort gearbeitet. Und dann in dem Sommersemester, wir waren dann im Thüringen aufs Land, im ländlichen Kontext, in dem Dorf Durchschnitz. Die Projekte sind auch hier in der Halle ausgestellt. Wir haben quasi für ein Shelter entworfen mit dem zirkuläres Bauen oder mit dem Ansatz des zirkulären Bauens. Es sind aber auch ganz viele andere Projekte hier ausgestellt. Wir haben auch ein Seminar in der Wilmermoor Charlottenburg. Wir waren hier in der Ackerstraße mit unserem Lehmbauseminar. Also wir waren wirklich an ganz viele anderen Orte als der Uni dann in den letzten 12 Monaten. Und damit, glaube ich, können wir weitergehen. Kurze Intro. Ja, kurze Überblick. Ja, super. Dann gehen wir einfach einmal hier zu meiner Linken rein. Und genau, wir müssen uns wieder etwas verteilen, aber ich denke, wir werden alle Platz finden. Genau, kommt gerne ein bisschen rein. Vielleicht können wir hier zur Seite. Ah, ja, genau. Oh, hier ist noch ein Band. Ja. Genau, tretet gerne rein. Vielleicht können wir den Raum ein bisschen nach außen füllen. Und ich übergebe schon mal. Genau, einfach da reinsprechen. Da sieht man dann, dass es auch annimmt. Und genau. Okay. Ja, kommen Sie gerne rein. Please come in. Ja, herzlich willkommen zur Ausstellung des Fachgebiets Bau- und Stadtbaugeschichte. Ich stelle kurz das Lehrerteam vor. Das sind Melanie Muin und Luise Albrecht als wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lisa Hock als Lehrbeauftragte und Tamar Gürtschan, Markus Matznik und Alexander Bin als Tutoren und studentische
MitarbeiterInnen in der Lehre. Und ja, wir machen die Grundlehre, Vorlesungen, Baugeschichte, Stadtbaugeschichte. Wir machen wissenschaftliches Arbeiten in diesem Jahr zu internationaler Stadtbaugeschichte. Hier ist auch ein Reader, den Sie anschauen können. Wir machen die Bauaufnahmeübung. Das ist eine Übung, wo Baukultur in einer Hands-on-Übung am Objekt erfahren wird. Wir machen das also als Exkursionen bzw. Übungen vor Ort und waren jetzt im vergangenen Jahr im Arbeiterwohlfahrtsgebäude in Oberschöneweide und in der Stephanuskirche in Wedding. Und wir dokumentieren die Geometrie, die Baukonstruktion, die Materialien in all den Phasen, die das Gebäude bereits hinter sich hat, aufgeschlüsselt. Die Studierenden lernen Handaufmaß mit Schnurgerüst. Das ist auf der Seite hinter Ihnen ganz gut zu sehen. Und sie lernen auch den 3D-Laserscanner kennen, der dort steht. Und sie lernen mit Punktwolken kritisch umzugehen. Und ja, es geht eben darum, wir haben hier Ergebnisse aufgehängt, da zum Beispiel einen zusammengesetzten Grundriss hinter Ihnen beziehungsweise Schnitte, die aus der Punktwolke kommen und dann vor Ort weiter bearbeitet werden. Und Ziel ist es eben, die Ergebnisse so aufzubereiten, dass sie in den arbeitsteiligen Prozess eines Bauens im Bestand eben dann eingebracht werden können. So for the seminars of the chair, I switched to English. In the history class of the Master Typology program, we investigated the city, and the city is made of buildings which, as a rule, remain standing, but every now and then they get a new use, they are adapted, reconverted to new uses. And in the seminar, we investigated what these changes can teach us for type as a model of change. And you see all the term papers from last winter term on that wall, layouted as posters. And so what you see is that we are looking less at the monuments and more at the processes. And we are not just looking at the moment when a building is created, but we are looking at the use of the building, at the changes, at the life cycle of a building. So all the use phase and the different use phases of the building are rather topic than only the construction phase of a building. And therefore we thought that we should make a seminar on the topic repair. And repair is a major topic in the sustainability debate. And we see repair as a creative practice, so fixing is making. And we investigated the potential of repair in this sense in a series of case studies which the participants made. And we hung them up here like tools on this workshop wall. And the repair seminar at the same time was also a PIF for the chair of Lars Steffensen for the Design Studio Children's Home, where the participants had to deal with an existing building, and so with repair in the widest sense. And then we did another PIF together with the chair of Raoul Bunschoten, dynamic master planning,
and there we investigated what architects in 20th century learned from slow-growing vernacular settlements, and from there we thought what we could learn from these architects in order to further develop the approaches of master planning to a more dynamic approach. Und ja, jetzt komme ich nach Deutsch zurück, und was Sie dort auf der Seite sehen, sind Interviews, die die TeilnehmerInnen des Seminars Wohnprojekte seit 1960 Oral History gemacht haben. Da gibt es natürlich auch einen Ton dazu, den schalten wir dann wieder ein. Oral History ist eine Methode der Geschichtsschreibung, die auf Zeitzeuginnen-Aussagen beruht. Ich komme zum Schluss. Die auf Zeitzeuginnen-Aussagen beruht. Und ja, alle Beteiligten kommen zu Wort. Also alle Menschen, die beteiligt waren an der Entstehung oder Nutzung eines Gebäudes, kommen zu Wort, können sich einbringen und ihre Sicht der Dinge erläutern. Und das heißt, Alltag, verschiedene Gebrauchsphasen eines Gebäudes kommen auf die Weise in den Blick. Und es ergibt sich eben eine multiperspektivische Sicht auf ein Gebäude. Und ja, Widersprüche oder Diskontinuitäten kommen auf die Weise stärker zum Vorschein. Und aber auch Aspekte, die ja eine langfristige Wirksamkeit hatten, werden überhaupt sichtbar auf die Weise, wenn man diese multiperspektivische Herangehensweise dank Oral History praktiziert. Und als Historikerin, als Historiker tritt man gewissermaßen einen Schritt zurück, wenn man Oral History betreibt, und sucht nicht mehr nach einem Narrativ, das letztlich alle Phänomene erklären kann, sondern sucht eher nach einer vielfältigen historischen Wirklichkeit. Und Oral History als Verfahren ist darum auch besonders gut geeignet, um sich kritisch in die Architekturgeschichte hineinzudenken und Narrative, die in Quellen ja letztlich vorformuliert sind, die kritisch zu sehen und zu hinterfragen. Und das ist das, was in den Büchern, in den Critical Journals hier passiert ist, die Sie sich hier anschauen können. Und wir sehen zwischen Oral History und partizipativen Ansätzen im Entwerfen Parallelen. Und darum gibt es morgen das Podium zu dem Thema um 10:30 Uhr, das von Alexander Bin moderiert wird. Vielen Dank. Ja, super. Dann würde ich euch alle bitten, einmal raus und nach links, und wir gehen rüber zur Habitat Unit. Also folgt mir gerne einmal und wir wandern alle zusammen hier rüber. Also folgt mir gerne. Einmal hier entlang. Und einmal hier zu eurer Linken. Kommt gerne rein. Lauft ein bisschen durch, dass die anderen auch Platz finden.
Genau, lauft gerne ein bisschen durch, dass die anderen auch noch Platz finden. Genau. Genau. Sagst du was? Sagt dir was? Oder? Vielleicht, aber einfach Ja. Okay, dann würde ich euch alle bitten, kurzen Moment der Ruhe. Einmal ein bisschen leise werden. Genau, und dann übergebe ich jetzt ans FG Habitat Unit. Ja, und wir freuen uns. Ja, hallo, herzlich willkommen. I'm sorry, I wanted to do this in English. Yeah, welcome to the studio of Habitat Unit. Not all of us might know us by now. My name is Anke Hagemann and this is Elke Bayer. And since nearly almost two semesters, we are substituting Philip Missewitz at Habitat Unit for at least one more year also. And as we both are from the team of Habitat Unit, we have kind of renamed Habitat Unit temporarily as Co-Habitat Unit because we just want to show that Habitat Unit is not the two of us. It's a great team of very engaged and highly qualified researchers and lecturers. And I think the exhibition can show this very well, that we are like a large team. Eke will tell you a little bit more about that. So what is Habitat Unit doing? We combine a more holistic view to architecture and urban design and urban development with an actor-oriented and collaborative approach to urban planning, and we do also a lot of research apart from the teaching that you see here. So, but this IfA exhibition is meant to show what students have been doing in the semester. So there's a lot of research projects which are not visible here, and they all deal with urbanism in a global perspective, with urban development in different parts of the world, but also with translocal linkages. And I will hand over to Elke to explain what you can see here. Yeah, welcome also from my side. So what you're seeing here is a big map of Berlin. So you might ask yourself, what has this got to do with international urbanism? And in the past two terms, we really did focus in different research projects and also in the teaching on many of the translocal connections that tie Berlin to the rest of the world. So one very important aspect is the question of looking at Berlin as a laboratory of the migration society, so to speak, which is a big research project with Anna Steigemann and Moritz Ahlert. We have looked at Berlin as a node in infrastructure, and I'll ask Anna and David to just say a few words about the teaching that has evolved in relation to the research that they're doing. I would like to mention also that there was a lot of activity in terms of organizing a lecture series related to that, and there's also numerous on the far end here. You see numerous workshops that another team of researchers, Hassan El-Mweli and Juliana Chanedo from Brazil, organized, and you see all these different activities and case studies mapped on this map of Berlin in the colors that relate to the teaching modules that we offered and to the seminars. And to the very far end of the room, you see some results of a Projektwerkstatt that was done at our chair, which was inspired and connected to the IfA Diaspora student initiative with
the intention of tracing colonial spaces and to kind of really also rethink the architectural knowledge production and the way we look at architecture and the urban space from a decolonizing perspective in order to create a critical awareness of the fact that to what extent the actual makeup of our society and our actual interdependency with the rest of the world is really reflected upon in what we do every day, and how power structures that impact very strongly on representation, on questions of what do we teach, what's the canon, how that comes into play also here at the Institute. Yeah, and a little bit connected to that is also something in the back here behind Henrik. You might have seen some of these little satellites in other places already. It's a questionnaire addressing really questions of diversity, equality, discrimination, and we really appreciate anyone taking part in this. This part kind of stemmed off from a working group that we launched at the last IfA retreat. And we really want to use this end-of-year exhibition to build a bit of a broader knowledge base. It's also possible to fill it in digitally, so there's been a lot of posts, etc., but whenever you see one of those colorful things, pick up a leaflet and put it back, or just scan the QR code and let us know your experiences and your thoughts about this. And with this, I'd like to give to, maybe let's start first with Anna. Yeah. Thank you. We're not only addressing the multiple interrelationships between global processes and local spaces, but we also sometimes are forced to address some of those global processes as phenomena that we take as the norm in the 21st century, such as migration, ethnicity, diversity. Could be an empty signifier, but it could also actually mean something and make a difference for spatial production architecture, but also queerness and gender in space. So sometimes we have to address them in more explicit forms, and we did so in, for instance, the studio that Kristen and I taught this summer semester on queer feminist spaces, in the winter semester on queering spaces, and the questions around solidarity. So we take these societal phenomena as something normal, but then still look for what is architecture. What's the relation between architecture and those phenomena, and what does that mean actually for spatial production? What does it mean when Flinter are to the front and are the ones who are actually deciding about what a space could look like? And that's also very much mirrored in what Elke has said about that we work very collaboratively. That also requires sometimes to develop new collaborative spatial research methods, and we ground our entire teaching across all studios and seminars in a strong collaboration with very different collaboration partners, which are most often the most marginalized, vulnerable communities in our cities, both in the cities in the global south, but also because of COVID, this time more based in Berlin. David? Is the microphone? No. You have to shout, but Hi, it's getting hot. I represent now the urban design studio here. I don't know if the urban design has its own corner. It used to have. I don't know about this year, but it's a really lovely master course, and we have the honor to do the first year introductory course to it, and to focus completely on energy, and did a very strong deep dive into the history and relation between urbanity and energy procurement, production, throughout past, present, future. Yes, in the region of Berlin and Brandenburg. So you will just see a couple of things here we do at the chair, in order also to give the techno structure and the actual
Hallo. Hi. Ja, Wo wohnst du eigentlich? ich wohne in Kreuzberg. Ja. Dachgeschoss? Ja, ganz oben, direkt unter der Decke, 60er-Jahre-Bau. Das Hey, ist guck Gefühl. mal, wir haben hier einen Gast. Oh, mein Gott. cool. Einer. Hast du schon was gesehen von Ich der finde Ausstellung? super. Mir gefällt das ganze System hier und es ist einfach, man findet sich so gut zurecht. How is it going? Es macht Spaß. It's going good. How's it going with Very you? well. Oh my God, I do know them. Everything is under control. Very good. Why the other guys are stuck? Confusing the technique. Aber es ist ein sehr guter Unterrichten jetzt von dir. Der dritte. Und Aber, bist du der Guideline gefolgt? ja, also am Anfang auf jeden Fall. Cool. Wie gefällt es denn euch als Organisationsteam? Mega gut. Ich bin auch sehr happy und habe das Gefühl, es kommt sehr gut an und man versteht sehr gut, wie man laufen soll. Also, Ja, die Guideline. Egal wie viel Ärger wir damit hatten, das war schon eine gute Idee. am Ende ist der ganze Ärger doch verflogen. Ja, Ich hoffe voll. immer, wenn man so ein Projekt dann fertig macht. Und wo ist der Rundgang jetzt eigentlich? Sie sind, glaube ich, im dritten. Ah, Ich glaube, jetzt kommt Erst im Tag. okay. Das wird spannend. Die haben sich richtig Mühe gegeben dieses Jahr. Ich finde es richtig schön, was sie gemacht haben. Super nette Atmosphäre. Mega cool. Wir Ja, haben auch ja voll noch cool, dass die einen, dieses Jahr dabei sind. Ja, der ist ganz voll. neu in der Uni und der hat auch alle Räume kennengelernt. Ich würde ihn Genau. einmal zurückbitten. Oh mein Gott, Paolo! Ja! Er hat Ich so. finde es richtig schön, was ihr da mit dem Homeoffice gemacht habt. Oh, danke Während wir die schön. Punkte geklebt Ich glaube auch, Ihr habt so viel gearbeitet dafür. ich glaube auch auf die also- Frage, so, do you feel at home at the uni? So jeder wird jetzt sagen, ja. Ja, sollte. Seit jetzt, Ich habe jetzt auch gerade noch von Matt eine Bitte bekommen. Wie fandt ihr denn den Habitat-Unit-Beitrag? Ich fand ihn auf jeden Fall auch sehr vielseitig und ja, es hat mir sehr gut gefallen. Habt ihr denn schon irgendwelche... Hat jemand mitgeschrieben? womit Für die Klausur? Und so. wäre schon gut. Wie kommst du jetzt auf Klausur? Expo! Klausur ist dann nach dem... Ja. Naja, gut. Auf jeden Fall. Ja, ich Ich weiß weiß nicht. nicht. Hey, die Bachelorarbeiten sind hier noch nicht so ganz fertig. Wir haben hier noch ein paar verzweifelte Seelen. Das Leben geht weiter in der Uni. Nicht nur, ja, und das Semester ist quasi nie. Ja, eben, also in der vorlesungsfreien Zeit kann man auch Projekte machen. Aber wir haben ja jetzt so 2 bis 3 freie Wochen. Also, Ja, vielleicht sollten wir noch so ein Airbnb-Anzeige schalten. das wäre doch eine Idee. Das wäre richtig geil. Ja, Damit aber- können wir uns auch wieder finanzieren. Und hast du dir schon eine Tasse gekauft oder hast du zum Beispiel bei MDR schon vorbeigeguckt, die glaube ich auch ein Apero bei sich laufen? Sie haben einen Kühlschrank. Die haben ein Apero bei sich laufen. Was? Da Ja. sollten wir auf jeden Fall vorbeischauen. Was haltet ihr eigentlich von der Installation von den Bauzäunen draußen? Super cool. Also, ich Ja, muss noch mal richtig rausgehen, glaube ich. Aber ich glaube, das, was ich so heute Morgen beim Reingehen gesehen habe, hat mir auf jeden Fall voll gefallen. Es wäre irgendwie mal schön ausgeschlafen zu sein und sich die Dinge anzugucken. Wir dürfen hier jetzt, wir dürfen jetzt hier nicht so. Wir machen das hier total gerne. ja, Wieso sind wir eigentlich noch so lange? Ja, und Annika, was ist denn eigentlich dein Projekt die letzten Tage? Was ist das, was du hast für dein Fachgebiet das Studio vorbereitet und parallel bist du quasi in den Talks involviert. Was geht denn morgen so? also wir haben morgen von 10 bis 18 Uhr Talkprogramm. Mhm. Angefangen mit Hermann Schlimme, also Fachgebiet Baugeschichte, Partizipation, Oral History und Oral Present. Das wird total cool bestimmt. Also das ist dann die Morgen-Session. Da hat der Kiosk auch schon auf, also ihr könnt einfach kommen, euch einen Kaffee holen und dann
dem guten Hermann Schwimme und seinen Gästen. Also die haben auch 5 Gäste eingeladen. Ich glaube, es wird bestimmt total toll. Danach kommt The Bag of Coexistence, Fachgebiet von Hehl. Auch tolle Gäste. Auch ein ganz super interessantes Format, wo Objekte, die verbunden werden mit Coexistence, mitgebracht werden. Und ja, dann über die Objekte, über Coexistenzen. Das klingt super. Ich bin auch total gespannt. Wir haben vor allem wirklich auch vollgepacktes Programm. Also es gibt so maximal 50 Minuten Pause und dann geht es immer weiter, halt bis zum Abend. Das klingt Wann dann endlich die Party kommt, auf die wir alle so sehr warten und auf die wir uns auch schon seit diesen 2 Jahren eigentlich freuen. Ja. Wirklich, wirklich sehr freuen. Ich freue mich auch sehr aufs Aufräumen, möchte ich an der Stelle Aber auch mal noch kurz, sagen. wenn ich schon dabei bin, will ich noch mal richtig da betonen, dass der wichtigste Punkt am Tag ist nicht. Aber es ist der Unmute-Talk. Ja. Und der ist um 4:45, wo wir darüber sprechen, was hier eigentlich ging die letzten 2 Jahre aus studentischer Sicht, aber auch mit den Professoren, mit Lehrenden. Genau. Wann ist der Talk nochmal? Der Talk ist um 4:45 unten im Foyer. Und wir brauchen alle eure Stimmen, also von Studenten, von Außenstehenden auch gerne, denn je mehr Perspektiven wir auf diese Themen bekommen, desto besser. Wir haben zwar auch schon eine Umfrage gemacht und total viele Kommentare bekommen, die auch alle ausgestellt werden im Erdgeschoss. Oh mein Gott. Genau, da ist eine riesige Wand, da könnt ihr auch immer noch Sachen dazu schreiben. Und eure Meinung abgeben, denn also wir brauchen eure Stimmen, um euch dann auch in gewisser Weise vertreten zu können und auch vielleicht in den nächsten Semestern die Uni mehr zu dem gestalten, wie wir das wollen. Was mache ich denn, wenn ich morgen leider nicht bei dem Talk dabei sein kann, weil ich darauf aufpassen muss, dass so die ein oder andere, genau, dass das ein oder andere Homeoffice-Installation sich nicht spontan selbst entzündet. Dann kannst du den Livestream empfehlen. Livestream, Also ah. ohne Witz, auch morgens spielen wir die ganzen Talks. Das ist mega gut. Das ist ja. mega gut. Dann können wir auch wieder so schön switchen zwischen den ganzen Studios. Und eine Frage, komm Eine Frage, kommen Sie um. Komm Sie her. sind live im Stream. Komm. Nein. Kamerascheuen Menschen. Arbeiten. Komm rum. Es interview dich gibt eine dann Frage, dabei ob man im Homeoffice arbeiten darf. Natürlich darf man im Homeoffice Auf jeden Fall arbeiten. darf man. Das ist Ja. dafür gedacht, du kannst dich auch viel später schlafen legen. Ja. Theoretisch. Mit ist jemandem alles oder möglich. allein? Paolo, Also- das hast jetzt du gesagt. Ich habe es gesagt. Und die alle Partnerinnen. Ich würde mich sofort zu Paolo legen. Es ist ja ein Zahlbett. Das ist kein Eben. Und wer weiß, wie kalt es heute Nacht wird. Mhm. Da ist es schon besser, wenn man Ja, noch jemanden zum allerdings Kuscheln glaube hat. ich, dass ihr auf Konkurrenz stoßt, wie ich vorhin Meinst schon du, es meinte. wird kalt? Wir sind Nein. Nein, Ich nein. habe auch- Apropos, kann auch hey sein. Leute, apropos kalt. Wir haben ja natürlich auch Apropos kalt. einige Fragen. Und zwar hier, unsere Crew hat sich ja auch mit den Themen der letzten Jahre beschäftigt, die sich natürlich auch wirklich immer wieder und immer mehr und sehr, sehr wichtigerweise mit dem Klimawandel und unserer Rolle darin beschäftigen. Zum Beispiel steht hier die Frage, worauf würdet ihr eher verzichten? Auto oder Flugzeug, importierte Lebensmittel oder Wärme im Winter? Wärme im Winter. Wobei, nee. Niemals, nee. niemals, Okay, nee. niemals. Ich dachte, Das ist ich das dachte kurz, Letzte. die X Das sind, ist aber das nee. Letzte. Nee. Also ich hatte Was waren jetzt die ersten? Ich tatsächlich, hab's voll vergessen. Was wir davor also Auto verzichten, kein Auf Problem. jeden Fall, Flugzeug ja. verzichten, ja, Ja. ist schon machbar. Kann Es schon kommt nervig halt- Nein, ich sein. würde auch auf Flugzeug gucken. Auto wieder. Ja, und okay, ja, dann nee, dann Also, oh mein Gott, ich würde 100% aufs Auto verzichten. Ich fahre eh kein Auto, ich hasse Autofahren. Ich liebe Autofahren. Sorry, ich oute mich hier jetzt mal. Ich fahre unfassbar selten Auto. Ich fahre nur Auto, wenn ich zu Hause bin oder in den Urlaub fahre. ich hasse es, Mann. Aber Autofahren. ich In Berlin finde- sind nur Idioten Ja, unterwegs. in Nein, Berlin, nicht in in den Berlin, Städten aber will man so. auch nicht Auto fahren. Nein, in den Städten auch niemand Auto. Niemand. Und da Ja. brauchst du auch keinen, eigentlich brauchst du da auch nicht. Also ich bin dafür, dass innerhalb des S-Bahn-Rings alle Autos autofreie verboten Zone. werden, außer so Lieferanten und sowas natürlich. Also Oh, das, sehr gut. genau, also Leute, die wirklich das brauchen für ihre Ja. Arbeit. Darüber hinaus bitte alles weg. Also Und wenn du dann in den Urlaub fährst, tendiere ich trotzdem dazu, da fahre ich zu viert
mit dem Auto in den Urlaub und gehe campen oder so, lieber als dass ich dann nach Bali fliege. Auf jeden Wahrscheinlich Fall. besser, ja. Also auch fliegen mit dem Druck und so auf den Ohren. Aber ich würde auch, also wenn ich jetzt von den dreien eins auswählen würde, wäre es 100% Ja. Ja, am ehesten. Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, bei mir importierte das Auto. Lebensmittel, Leute, warum denn? Können wir nicht einfach saisonal und regional? Das geht doch, oder nicht? Ja, das ist immer so der Punkt. Aber dann weiß ich nicht, ob du jede Woche Bock auf Sellerie hast. Ich kann nicht damit anfangen. Ich habe das mal eine Weile lang probiert und es geht. Und das war auch noch eine Option. Ja, Suche doch mal alle Optionen. importierte Lebensmittel, Wärme im Winter oder also Flugzeug/Auto. Also eins kann man auswählen. Ja. Also ich kann euch sagen, mein Vermieter hat mit mir letzten Winter den Selbstversuch gemacht. Aha. Wärme im Winter ist essentiell. Ja, Geht nicht. Nein, sorry, das war auch gerade total jetzt, was ich im Kopf hatte. Ich dachte, ich antworte mal schnell. Welche Antworten weiß ich noch? Hey, Leute, ich glaube, wir müssen auf die Vorlesung konzentrieren. Ich glaube, Okay. wir müssen uns wieder konzentrieren. Wie geht's denn weiter? Tech, dritter Stock, oder? Ach so, ja, stimmt. Tech, dritter Stock. Oder Steffensen. Kannst du bitte mitschreiben, dass ich dann Wo ist denn nachher der mir die Rundgang Sachen noch gerade? fotografieren kann? Ja, wir gehen zu Steffensen. Ich glaube, wir hören uns jetzt mal an, was da gespielt wird. Oder? Ja. Okay, Konzentration. Sehr gut. So machen wir das. Cheers. Also, ich finde. Einen Moment. When you have questions, you're also here to take the questions. So I think thank you a lot, and we will continue. Great to see you. Bye bye. Man darf nicht so hinpassen. Die Anke soll uns einfach so halten. So. Okay, wir haben auch wieder Ton. Und wir würden euch bitten, einmal rauszugehen und wir gehen dann die große Treppe hoch ins 3. Geschoss zu Tech. Also gerne einmal hier raus und dann die Treppe hoch. Genau, gerne einmal die Treppe hoch. Folgt uns gern einmal die Treppe hoch. Wo wollen wir machen? Richtig spaßig was. Nee, wir sind nicht on air. Wir sind jetzt on air. Hi. Ich würde sagen, Grüße gehen raus im 2. Stock am Livestream. Machen wir. Wir schalten uns gleich dazu Ja. und dann geht das richtig ab. Ich glaube auch. Dann geht das Dann können wir uns richtig unterhalten. Ja, ich glaube, COD ist auch dabei. Also ich fände das lustig, weil da sitzen auch schon bestimmt 10 Leute vom Screen und gucken zu, die würden bestimmt alle mitquatschen. Hey, ja, da können wir richtige Talkrunden öffnen, oder? Das wäre doch nett, ja. Endlich Aber das die ist so- informellen Gespräche auch über sie. Ich finde, das hier der wichtigste Content. Das ist das Wichtigste, was wir hier machen. Gut. Wobei Ja, ich ganz witzig. ehrlich, die Studios total. Also, man Ey, muss so auch viel alle müssen Arbeit auch in ging die da Studios rein. gehen, Wir haben die das ja alles mitbekommen. Projekte anschauen. Ja. Ja, Kommen Sie an. Was haben Sie denn heute schon alles gesehen? Doch bitte. Interview-Time. Julius, komm mal her. Komm mal her, Julius. Komm mal her. Nein, du musst vor die Kamera kommen. Ja, dann kommt doch beide. Hey, Leute, es geht weiter mit Tech. Okay.
I'm here today because our chef, unser Professor Kerstin Wolf, is not here today, but she will come tomorrow. So that's why I'm going to give this some small introduction. As the chair of the structural design and construction, we are the only chair who works or focus on the structure. And this year, altogether, we made 9 corporations with the different chairs. And also we have the 2 selective courses, the bridge design. And we have also the Tragwerkslehre, structural design, each semester. That's the fundamental the Fach. And we greeting at least 300 students each semester. And today we just wanted to, at least for us, the unmute is, we want to also show the all the aesthetic, what we all try to create. On the backstage, there's another work, another job, and we just wanted to show you our construction site feeling. We just try to Baustellengefühl irgendwie. And you will find the different works on the left side. We have our windows, and there's 2 different models. And there's also the small the cinema that you can watch some small stuff. And there's also the home office situation that we just created for you to show, to represent that what we have done during Pandemiezeit and our day life und unser Alltagsleben als Ingenieure zu zeigen. Und there's also there's a pin-up or something like that. The sticky notes part, if you have the question, even if you are not to read, you can still write your question down. And there's also I told you the home office situation. Just go inside to show, to try to discover how I just want to transform this. Like you go to like a Michelin Stern restaurant and you order something come very small, very fancy, very cool, but nobody knows what's happening in the kitchen. And today we just invite you all to our kitchen. Just welcome, enjoy, try, and yeah. So yes, thank you very much. Okay, so please, while we continue. Ganz kurz, sorry, ich muss etwas sagen. Das ist ganz wichtig. Also, ich muss bedanken bei unseren Tutoren. Also, I have to thank our tutors. Darlene Lichter und Sophia. Sophia? Dein Nachname ist so kompliziert als mein Name. Also, okay, Sophia Rauchi and Nick Song and Tassilo Pellmann. I mean, without your support, it was not possible. Thank you. Thank you for all your work, all the time that you spent. It was a great work together. So, thank you. Yo. Okay, so while we walk through this hall, I would like you all to take a look to the side at the works. And at the end of the hall, we'll go upstairs to FG Basel codes. So please continue. Oh no, So please, let's maybe walk a bit faster. Sorry, guys. But please take a look left and right, and feel free to come back tomorrow and spend some more time here. Ja,
Genau, also gerne einmal durch, dass wir hochgehen im 4. Stock. Genau. Genau. Werft gerne einen Blick in die Küche. Schaut gerne rein und wir anderen laufen schon mal durch. Wir müssen ein bisschen im Zeitfenster bleiben, also kommt dann auch gerne hier durch und wir gehen einmal hoch. Da rein, ne? So, wir haben hier neue Gäste. Das war sehr schön. Ich fand es auch richtig schön, wie alle applaudiert haben beim letzten Vortrag, oder? Man merkt, dass die Leute das mit Herz machen, alles. Aber hey, Anna, hallo, bist du auch da? Ah, da fehlt noch der Sound. Aber wir haben hier schon einige Anfragen bekommen. Bald hoffentlich kriegen wir auch noch mehr Zuwachs hier im Zoom-Call aus dem Homeoffice heraus. Es fühlt sich ja alles an wie alte Zeiten, nicht wahr? Die Jahre vergehen schnell. Die Gesichter werden vielleicht älter, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist die Perspektive von unten auch nach 2 Jahren immer noch nicht die beste. Aber hey, was will man machen? Vielleicht, ja, was können wir noch erzählen? Die Vorbereitungen hier. Das ist ja für mich das erste Jahr hier. Also ich bin eigentlich komplett neu. Das ist mein 2. Semester an der TU. Und ich finde es irgendwie richtig schön, was für eine Community hier so entsteht. Und ja, ich habe das Gefühl, allein durch dieses Seminar, ich habe die irgendwie richtig gut kennengelernt. Also so die Räume, die Leute und so weiter. Und das ist irgendwie, ja, also krass, wie viel Aufwand, wie viel Engagement da reingesteckt wird. Ja, das ist immer so gewesen, wenn du hier schon zum 3. Mal bist. Nee, also ich kann sagen, mal mehr, mal weniger natürlich, aber gerade dieses Jahr merkt man, dass alle richtig Lust haben auf eine coole IFA. Und auch im Tech-Fachgebiet hat sich ja einiges getan. Ja, wie man gerade gesehen hat. Voll, oder? Neu, dynamisch. Dynamisch, Wild das richtige unterwegs. Wort. Joggend durch den Was sagt 3. ihr? Stock. Über die Brücken. Ja, total. Besonders die letzten paar Tage gab es echt viele Leute hier im Gebäude, die alle was gemacht haben. Und irgendwie war richtig viel Leben drin. Und man könnte ja durch die Geschosse laufen und so richtig alle am Arbeiten oder am Vorbereiten sehen und richtig alle eine gute Laune. Genau, lauft so ein bisschen durch. Ihr könnt auch gerne außen rumlaufen, um die Türen rum. Gut, dann willkommen im ersten Studienjahr. Wir sind im Studio Code, Construction Design und wir haben uns in diesem Jahr ziemlich intensiv mit eigentlich 2 Kulturtechniken des Bauens beschäftigt. Im ersten Semester, eigentlich als noch gar niemand von den Studierenden wusste, was Bauen bedeutet oder Architektur, lauter so komplizierte Worte. Wir haben Beton gegossen und Federstahl gelötet und haben irgendwie auf eine ganz spielerische Art versucht, Massivbau und Filigranbau subkutan zu injizieren.
und haben uns langsam bis Weihnachten in kleinen Wochen, 2 Wochen Übungen durch diese kleinen Übungen vorgetastet, zum Zeichnen lernen, verschiedene Kulturtechniken des Modellbaus und so weiter. Die Resultate hängen übrigens, wenn Sie rausgehen, auf diesen kleinen Postern an der Wand. Anschließend gab es einen kleinen Entwurf, sozusagen als Krönung des ersten Semesters, der dann im zweiten Semester direkt im 1:20 durchdetailliert wurde, knallhart, nach allen baukonstruktiven Regeln und Unregeln, die wir so erfunden haben in dem Semester. Und dann haben wir zum Abschluss des zweiten Semesters sozusagen, was jetzt hier in diesen wiederverwerteten Türen zu sehen ist und zwischen den Türen die Modelle, die auch hier teilweise noch unten in den Schränken stehen, uns mit der Frage beschäftigt, was heißt es eigentlich, wenn man aus der Ukraine in Berlin ankommt. Berlin hatte 3 Ankunftsorte, den Südkreuz, Hauptbahnhof und den Zopp. Wir haben uns auf den Zopp spezialisiert, haben uns 5 Grundstücke am Zopp rausgesucht und haben uns überlegt, wie ist es eigentlich, wer kommt überhaupt an, wie lange bleiben die Menschen, bleiben sie nur einen Tag, bleiben sie eine Woche, bleiben sie ein Jahr, und haben verschiedene Wohnmodelle entwickelt aus dieser temporären Wohngeschichte und aus dieser Willkommensstation, aus dieser Anlaufstation. Haben versucht, die Mechanismen zu verstehen, die Organisationsformen zu verstehen, Abläufe zu generieren und sie immer wieder ins Modell, ins architektonische Modell zu übersetzen. Und die Resultate sind jetzt hier zwischen den Türen zu finden. Die Projekte sind ungefähr alle gleich, so eine kleine Essenz, so ein Ausschnitt aus den Präsentationen präsentiert, die so ein bisschen vergleichbar machen. Die Modelle sprechen ein bisschen eine andere Sprache, sie sind sehr bunt, sehr vielseitig, sehr unterschiedlich, wie ich glaube, von den Ansätzen. Aber für den ersten großen Entwurf im zweiten Semester ist es, glaube ich, jetzt einfach so ein ganz schöner Überblick, das zu sehen. Natürlich ist das Thema der Circularität auch an diesem Semester und an dieser Gruppe nicht vorbeigegangen. Und der Beitrag der Türen, die sind sozusagen auch ein bisschen symbolisch dahingehend, dass natürlich auch wir uns immer wieder begleitend noch mit Themen der Stoffkreisläufe und vieler anderer Produktionsprozesse eigentlich immer wieder in der Architektur noch auch da hinein getastet haben. Also es ist ein buntes Jahr gewesen mit vielen unterschiedlichen Aspekten, ein bunter Blumenstrauß, der vor allen Dingen Lust machen soll auf das weitere Studium. Ich hoffe, dass die Studierenden es auch so sehen, weiß ich nicht, aber die werden jetzt auf jeden Fall weiter entlassen ins 3. Jahr. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ihr habt das super gemacht und ganz vielen Dank euch nochmal. Ganz vielen Dank auch nochmal an mein ganzes Team, den Lehrstuhl, ich weiß gar nicht, wo ihr alle seid, verteilt. Veronika, Cesar, Sebastian, Rani, Birgit, Yannick, Johanna, Olga, Emma. Also, das ist natürlich ein großes Teamwork dahinter. Ganz, ganz vielen Dank euch allen und einen schönen Abend in die Runde. Super, und dann würde ich euch alle bitten, mir zu folgen. Es geht rüber in die Halle 4, einmal hier raus und nach links. Oder gehen wir da rüber? Okay, also einmal nach da hinten durch. Genau, also folgt mir einmal und dann gehen wir hier rechts durch die Tür. Okay. Super. Genau, verteilt euch gerne. Genau, bleibt bitte alle hier in der Halle 4. Ist das ein Online oder was? Das ist Online-Mikro. Das ist unser Mikro. Hört da online jemand zu? Braucht man das? Ist gut? Oder ist Quatsch?
Braucht's nicht? Macht Braucht auch man Spaß. nicht? Aber sieht gut aus, oder? Ja, wenn wir alle versammelt sind, dann würde ich wieder bitten um einen Moment der Ruhe, dass wir einmal zuhören können, lauschen können der freien Klasse. Genau, und ich übergebe an FG Deko. Ach so, jetzt war das jetzt die Übergabe. Ja, genau. Okay, herzlich willkommen in der Halle 4. Ich bin Jan Kamsdorf, stehe hier gemeinsam mit Katharina von Stuckrad und wir laden euch ein, durch 3 unterschiedliche Zonen zu gehen, die wir am Fachgebiet bespielt haben. Wir starten mit einer Masterarbeit von Lisa und Johannes. Wo seid ihr? War noch gerade noch da vorne. Kommt mal gerade hier einmal Hallo sagen. Genau. Die wir gerade mit Lukas Fallreis heute Morgen geprüft haben. Ganz grob, es geht um Critical Zones, es geht um Anthropozän und wie man sozusagen architektonische Strategien findet, da dieses Verhältnis von Mensch und der Welt zu diskutieren. Dafür gibt es so 2 wunderbare Mappings. Das eine ist sozusagen thematisches Mapping, wo ihr euch reingearbeitet habt, was zu einem Manifest geführt hat. Und auf der rechten Seite gibt es sozusagen räumliches Mapping, was eben in Rüdersdorf dieses Zement-Betonwerk aufgreift. Und dann hier eben 5 Raumstationen, die ihr dann in Verbindung damit euch anschauen könnt. Dann gehen wir von da aus gleich, ich mache das nämlich jetzt vorab, weil es relativ eng ist in den Räumen, zu einem zweiten Projektraum, wo ein Seminar konstruktive Feldforschung ausgestellt wird, zu dem jetzt Katharina was sagen wird. Genau, das war ein kleines Seminar und Ausgangspunkt war eigentlich so die Betrachtung des erstmal vermeintlich so Unbedeutenden und wir sind dazu eben nach Elrich gefahren, das ist eine Kleinstadt in Thüringen und haben dort ein Wochenende lang Feldforschung betrieben, haben ganz viel fotografiert, skizziert, aufgenommen, wie auch immer und daraus sind dann im Laufe des Semesters haben die Studierenden eben anhand von 11 verschiedenen Themen sich so mit bestimmten Bereichen beschäftigt, die sie interessiert haben, eben in verschiedenen Maßstäben, also vom Städtebau über Material, über so bautypologische Eigenheiten. Genau, und wir sehen es eher weniger so als genaue Bauaufnahme, sondern es ist tatsächlich eher, uns geht es vor allem darum, so Sachen uns genau anzuschauen und daraus eben zu lernen und daraus eben für unsere eigenen Entwürfe eben auch wieder neue Erfahrungen zu sammeln, um die dann eben da auch wieder eigens anwenden zu können. Daraus entstanden ist, das seht ihr dann vielleicht, wenn ihr einmal so drumherum geht, wir haben so ein kleines Arbeitsbuch gemacht eben und sind so diese verschiedenen Themen eben auch so mit ganz unterschiedlichen Methoden bearbeitet worden. Genau, ein Nebenprodukt dieser Gruppe ist ein Schal, deswegen tragen wir diese Schals, nicht weil uns kalt ist, sondern weil es eine besondere Beobachtung von einer städtebaulichen Typologie in einen Wendeschal übertragen hat. Ihr könnt gerne euch das Produkt anschauen und Katharina nimmt Vorbestellungen entgegen. Jasper, aber Jasper. Und wir ziehen langsam da durch und ich würde dann zum ersten Jahr gleich nochmal im Studio was sagen. Also durch die Tür und dann einmal um den Kreis und dann kommen wir weiter ins Studio. Wir gehen jetzt alle hier lang. Ja, wir waren gerade heute. Ihr seid immer im Weg. Hier. Kannst du einen Pfiffi wechseln? Die Werbung ist jetzt auch auf YouTube.
Okay, wir sind ein bisschen zeitlich eng, also ich bitte euch einfach bitten, kurz drum herum zu laufen, kommt gerne morgen nochmal zurück, schaut es euch in Ruhe an und lasst uns einmal rübergehen. Genau, kommt gerne ein bisschen mehr in den Raum rein, dass die anderen auch Platz finden. Wie geht's weiter? Willst du das haben? Soll ich dir das geben? Willst du das haben? Also macht das Sinn? Willst du es hier? Nee, genervt sind von mir. Alright, ihr seid jetzt hier im ersten Jahr vom FG Deko. Wir haben zwei Themen. Das erste Thema war vom Anfang und das zweite Thema war vom Ankommen. Vom Anfang ist sozusagen unser allererstes Semester, was ihr da von 1 bis, glaube 6, so ein schrittweises Anfangen mit architektonischen Themen, architektonischem Raum, architektonischen Strategien zu arbeiten. Es ist, glaube ich, ganz schön, wenn ihr einfach sozusagen euch dann um die Litfaßsäule, nicht jetzt, sondern später mal nochmal bewegt, weil man kann so wirklich so schrittweise erkennen, wie aus einer ersten kleinen Zeichnung immer weitere räumliche Strukturen werden, die dann im Abschluss eben mit Nutzungen konfrontiert werden und ja eigentlich als versucht werden, als Architekturen auch zu interpretieren oder interpretiert werden. Und wir haben ja jetzt hier den Schwerpunkt im Studio auf das zweite Semester gelegt. Und wir haben, das sieht man da vorne an der Wand, relativ komplexe städtebauliche Situation als Thema gestellt. Und zwar ein Eckgrundstück mit so einem spitzen Winkel, auf dem noch sogar ein Parkhaus steht. Und wir gesagt haben, wir wollen eigentlich mit diesem Parkhaus auch als Struktur weiterarbeiten. Und haben uns so ganz so schrittweise über ersten Mappings und dann eine Methode, die sich Dialogstruktur nennt, wo wir eigentlich mit den vorhandenen Strukturen vor Ort neue Strukturen erstmal auf einem abstrakten Niveau entwickelt haben und dann eben schrittweise das zu architektonischen Entwürfen weiterentwickelt haben. Und das Spannende und Überraschende, das haben wir jetzt gerade auch nochmal in so einer kleinen Zwischenkritik mit Gästen erlebt, dass dieses eigentlich mit sehr viel Einschränkungen und ja, sehr viel Beschränkungen auch geprägt ist, das Grundstück, aber es trotzdem unzählige Möglichkeiten gibt, wie man darauf reagiert. Und ihr seht das ja schon irgendwie von einem Turm, der die Ecke ganz stark betont, Strukturen, die nach vorne abtreppen, Strukturen, die sozusagen so eine Art Canyon ausbilden. Und das hat irgendwie wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben ja versucht, jetzt im ersten Jahr so ein paar Dinge anders zu machen. Also wir verwenden kein Gips, kein Zement, kein Styrodur mehr. Ihr seht es nur noch, dass wir nur noch mit Pappe arbeiten. Wir versuchen, und ich hoffe, dass es einigermaßen gelungen, von diesem Wettbewerbsdenken wegzukommen. Und wir versuchen vor allen Dingen auch in den Aufgabenstellungen von vornherein uns mit den komplexen Anforderungen auseinanderzusetzen, die uns im Moment halt beschäftigen. Das ist Bestand und die Frage, wie können wir damit arbeiten, wie können wir sozusagen vorhandene Strukturen weiterdenken. Und das im zweiten Semester. Und wir sind eigentlich alle total glücklich, wie komplex und wie vielfältig das funktioniert hat. Und nehmen vor allen Dingen auch mit, dass die Tatsache, dass so ein Parkhaus da steht, wo es schon eine existierende Stützenstruktur gibt, die einen Rhythmus hat, die ein Raster hat, eigentlich auch gar nicht so doof ist als Ausgangspunkt für so eine Überlegung, in den Entwurf zu starten. Das so ganz kurz. Ihr könnt, wie gesagt, alle Zeichnungen von allen Projekten hängen da, die Modelle stehen hier und das sind zum Großteil eben Vorübungen, Strukturmodelle und noch dazu Referenzen, die wir analysiert haben. Und die halt alle jetzt in diese Entwurfsentwicklung reingespielt haben. Ja, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben, ans ganze Team.
Das war ein tolles Semester. Vielen Dank. Ja, fantastisch. Wir liegen auch super an der Zeit. Wir wollen dabei bleiben und würden uns einfach einmal nach oben begeben. Hier die Treppe hoch in den 5. Stock zum FG Funrise. Also gerne einmal hier durch die Tür und dann links die Treppe hoch. Ja, ich habe jetzt meinen Standort gewechselt. Das ist ja der Luxus, wenn man so eine große Wohnung hat. Im Vergleich zu Leuten, die vielleicht keine große Wohnung haben. Das sind auch mal so Fakten, die man irgendwie vergisst oder eben nicht vergisst. Das kommt dann auf die eigene Situation an. Aber auch das haben wir irgendwie versucht wiederzuspiegeln mit unseren Homeoffice-Installationen. Also hier oben im 7., da werdet ihr auch gleich noch hinkommen, haben wir quasi eine ganze Wohnung dargestellt. Eine ganze Wohnung von Leuten, die vielleicht auch alleine wohnen, also auf großen... Nicht alleine, aber in großen Wohnungen. Ja. Ja. Wo dann der Homeoffice vielleicht nicht so schwer fällt, wie in einer Einzimmerwohnung oder in einer ganz kleinen Wohnung. Und ich finde, das ist auch wichtig, zu zeigen, dass es auch so geht und so geht. Also so, es kann sein, dass man arbeitet im selben Raum, wo man steht, und es kann sein, dass man so einen Arbeitsraum hat. Und das wollte ich auch irgendwie zeigen. Das ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, es kann auch sein, dass du dein Zimmer mit 4 Geschwistern teilen musst. Ja. Auch das kann passieren. Und dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, ob ich da gut arbeiten kann. Bei mir ist es momentan so, dass in meiner WG ein Baby ist, ein Neugeborenes. Ich finde es eigentlich ziemlich schön. Mein Zimmer ist auf der anderen Seite der Küche, dementsprechend. Es ist eigentlich ganz still. Aber ich wüsste nicht, wie das wäre. Also, ja. Ich fühle mich ja so wie Teil einer Großfamilie plötzlich. In einer großen WG mit Kind quasi. Also, definitiv glaube ich, dass wir alle in sehr unterschiedlichen Arbeitssituationen arbeiten. Und irgendwie ist es spannend. Und ja, Ungleichheit, denke ich vielleicht. Cool. Jetzt haben wir auch darüber geredet. Und jetzt geht es eigentlich auch weiter. Also wir bewegen uns jetzt nach oben in den 5. Stock und mit von Eis. Auf geht's. Ja. Okay, kleiner Fehler. Wir sind bei A13. Aber hey, das Gebäude ist groß und ich verwechsel auch immer die Seiten. Also, so. Ja, ich glaube, wir sind dann alle da. Ach so, sorry. Ja, dann bitte ich alle nochmal um einen Moment der Ruhe und ich übergebe ans FGA 13. Gerne einmal da reinsprechen vorne. Hallo und herzlich willkommen vom Fachgebiet A13. Gastprofessor Mechthild Stuhlmacher, da sie selbst heute leider nicht da sein kann, vertreten Sophie Höfig, wissenschaftliche Mitarbeiterin, und ich, Katharina Paschburg. Thomas Fischnaller stößt später auch noch dazu. Unser Team ist natürlich viel größer und wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Tutoren Annika, Kajon, Lena, Otto und Matthias bedanken, die maßgeblich für das, was ihr hier sehen könnt, und den Aufbau verantwortlich waren. Ein ganz großes Dankeschön an euch.
Da die Jahresausstellung, wie wir gehört haben, ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr nicht stattfinden konnte, stellen wir dieses Mal sogar 3 Semester aus. Hier auch einfach nochmal 3 Plakate dazu. Wir starten also mit dem Sommersemester 2021. Genau, und das Sommersemester 2021 war auch hier leider durch Corona online komplett. Dadurch sind die Modelle auch etwas kleiner. Die sind jetzt hier im hinteren Bereich zu sehen. Es ging grundsätzlich um die Erforschung verschiedener Maßstäbe in der Architektur. Also angefangen, es waren eigentlich sehr geleitete Entwurfsschritte, angefangen bei dem Städtebau, über zur Gebäudeorganisation. Also es sind recht große Gebäude entstanden und dann bis hin zur Fassade. Das ist eigentlich alles in einem Entwurfsstrang abgearbeitet wurde. Dann zum nächsten Semester, Katharina? Genau, im zweiten Semester, also im Wintersemester 21/22, das war das erste Semester, an dem Professor Mechthild-Stuhlmacher hier gelehrt hat, haben wir uns einem Umbauthema gewidmet. Im Rahmen der Schulbauinitiative in Berlin haben wir uns 3 Schulbaustandorte ausgewählt. Alles sind Schulen aus den 1970er Jahren. Haben die Strukturen, die architektonischen Strukturen untersucht und ihr Potenzial zur Transformation aufgedeckt. Es sind Erweiterungen, Anbauten, Umbauten in Holzbauweise entstanden und diese seht ihr hier auf der Rückseite im rechten Teil. Genau, das jüngste Semester, Sommersemester 2022, stand unter dem Slogan Form follows Material, also eben nicht Form follows Function, wie man es eben oft eigentlich kennt, dass man eigentlich sein Raumprogramm bekommt und dann anfängt, den Städtebau zu machen, eben wie bei dem ersten Projekt, das wir vorgestellt haben, dann in die Gebäudeorganisation geht und dann irgendwann mal vielleicht noch über das Material nachdenkt, sondern eigentlich ging es uns darum, ganz zu Anfang an das Material zu denken, an die Bedürfnisse des Materials zu denken, also muss etwas vielleicht von Regen geschützt werden, braucht etwas, wie sieht es eigentlich mit der Gebäudeentwässerung aus, also auch Details, die oft so ein bisschen leidig sind oder wegdetailliert werden, haben wir uns eigentlich gewidmet und haben versucht, diese im Entwurf sehr präsent zu gestalten. Und genau, also eigentlich die gesamte vordere Reihe sind die Arbeiten des letzten Semesters. Als Orte standen zur Verfügung einige Friedhöfe, die nicht mehr ganz Friedhof in ihrer Nutzung sind in Berlin. Also manche sind noch stärker Friedhof, manche werden nach und nach von zum Beispiel Urban Gardening Projekten übernommen. Und da haben wir uns eigentlich im ersten Schritt positioniert und überlegt, was kann man eigentlich in diesen Friedhöfen machen. Die Entwürfe selber sind, wie man sieht, relativ klein. Also das sind eigentlich ganz kleine Interventionen, wo wir wirklich bis ins Detail gehen konnten. Es hat sehr viel Freude gemacht. Inspiriert wurde das Ganze durch unsere Exkursion, wo wir uns vor allem mit Sigurd Lewerens, einem schwedischen Architekten, und seinen Nachahmern, Zeitgenossen und so weiter gewidmet haben. Die sieht man auch noch, da vorne sind so ein paar Analysestudien dazu. Dankeschön. Ja, super. Also nehmt euch gerne nochmal morgen die Zeit, schaut euch das in Ruhe an und ich würde euch jetzt bitten, einmal Noah zu folgen. Wir laufen jetzt hier einmal raus nach links und dann über die Brücke ins nächste Studio. Also folgt uns gerne einmal. Genauso abgefasst. Kann ich gar nicht mehr mit eigentlich. Was ist? Ja. Ja, das ist teilweise mit Okay, ja. Also das hier, okay, aber... Genau, wenn ihr uns noch folgen möchtet, gerne raus und nach links.
Du machst das so gut. Du bist unser MC. Der Zeremonienmeister, wirklich. Einmal links, genau, über die Brücke. Genau, lauft gern ein bisschen rein, dass wir auch Platz finden. So we did this project where we are here in this room in English, and it's an exciting and exotic site as we have been working in Ecuador. Through our connections inside the Fachgebiet, we were working on a collaboration with the universities in Santiago de Chile and Quito, and they came up with a sort of potential project in two towns, Cotacachi and Ibarra, the north of Quito in the mountains. And the fun part is that in this semester we basically did the analyzing design, so you have a lot of options, basically, quite detailed. Basically, you could say they're full developed projects. But the fun part is that these designs, they go over the ocean to Ecuador, to the students that will work in Ecuador in the summer period, it's winter there basically, and develop them further based on the initial ideas and designs of the students over here. And after summer we get them back and then we'll see what happens. And maybe in the next year it will emerge into one design that might be realized. But here the theme was about togetherness, zusammenkommen. It was a sort of a modest space of 150 square meters on a very exciting terrain. You see a lot of slopes. One was a more, let's say, village-like surrounding. And the other one is Itabara. It's an more an urban context, but with a lot of slopes. And there's another site here over there, close to that one on the lagoon. And 7 designs have been made, so you can see, yeah, basically how they were with quite detailed models. As the scale of the project is rather small, they were quite developed in detail. But I'm really curious what will happen after summer when... So in a way it's a participative design in the sense that different schools are working together. And there's not in the end maybe one author, but there will be an enormous amount of designers involved. And of course the community in these towns will also play a role. So that was that one. Behind the wall, I think I'll just explain it, but then you just pass through and then I'll do another talk in German over there. Over there we have the winter semester. It was another exciting semester, of course, where we did 2 projects near Berlin. In Berlin, one is for the BUFA, the Berliner Union for Film Ateliers near the Tempelhofer Feld, where we try to set up a series of pavilions that also will be realized probably starting off next year. So these are small interventions in this area of the BUFA terrain. And so you see all the green models that were built in one of the studios in the film terrain, and a super large scale. What of course was a lot of distancing, so we couldn't work here in this space, as most of the bachelors were working in the studio here. And then we had a studio, a project with the 5th semester on transformation for Siemensstadt. It was a competition together with the Deutsche Institut für Wirtschaftsentwicklung. With other schools, we didn't win a prize, but it was a very interesting design. It was for the Schaltwerkshalle and Siemensstadt about the future of work. Super big spaces that had to be thought about. Yeah, what can you do with them? How can you transform them? How can you play with that? And together with the bachelor team, they worked together with the master thesis group that were in the end put together, and they worked together in the Wettbewerbsantrag. So the semester was more or less finished, and 2 weeks later the competition entry was done, and that was a kind of joint venture between
master thesis and bachelor students, which was, I think, quite exciting. And now we move over to the other room, and then we speak about the last semester that we did, which is the fourth year. Continue, ja. Okay, hallo, herzlich willkommen, Part 2. Ja, dieses Mal ist ein bisschen wie ein Besuch an der Studio, wie es war. Es ist ein bisschen aufgeräumt, aber man sieht große Tische. Das war so die Arbeitsgruppe. Jeder Tisch war ein Team von so 6 Studierenden. Das Projekt war ein Wohnungsbau-Ensemble, relativ großes Grundstück in Gesundbrunnen, wobei ja sehr verschiedene Wohntypologien zusammen auf ein Grundstück organisiert werden. Und das Interessante war, dass es ja pro Team eine total unterschiedliche Richtung gab, wie man so eine Aufgabe organisieren kann. Sehr vielfältig, mit verschiedenen Entwürfen auf ein Grundstück, bis zu einem großen Ensemble, ein großes Gebäude oder ein Riesenturm. Ein Bausystem, ein systematisches Wohnungsbaukonzept mit einer sehr großen Flexibilität. Also hier sieht man eigentlich die ganzen Möglichkeiten, was man mit Wohnungsbau in der Stadt machen kann. Und ich denke, es war sehr gut für das zweite Studienjahr, um ein richtig gutes Wohnungsbauprojekt mal zu machen, weil es so eine wichtige Aufgabe ist natürlich. Und das war für mich und für uns wichtig, dass wir sagen, ja, dieses Semester, man muss überhaupt, das haben sie noch nicht gemacht, Wohnungsbau. Und deshalb war das so ein Intro. Noch viele Dankeschöns. Das Team, heute sind leider Ruben, Maria und Maximilian nicht da und auch Franziska nicht. Aber glücklich gibt es Bo und Jelda irgendwo, unsere Tutoren, die mitgeholfen haben mit dem ganzen Aufbau. Auch die Studierenden, die hier noch sind, die mitgemacht haben. War toll. Schau mal rund und sprechen ein bisschen miteinander. Es war Spaß. Hat Spaß gemacht dieses Jahr. Danke. Ja, dann würde ich euch jetzt, I would like to ask you all to follow us upstairs, one higher, and we go to FGPBI. So please follow us upstairs. Jetzt ein bisschen remote. So please follow us upstairs. So. Okay. Also wir haben uns inzwischen Snacks besorgt. Dann gucken wir bei der Tanke. Ja. Sind wir ein Homeoffice eingerichtet. Genau. Ach, haben wir fast die Hälfte, oder? Nee, wir haben schon mehr als die Hälfte. Ich glaube schon, wir sind jetzt um 6. Wir sind 6. Krass, dann geht es weiter mit PDI. Ja. Dann weiß ich, wer wirklich da arbeitet.
Was Da jetzt gibt es kommt, totales ist super. Ja. Ja, ich habe es glaub, kurz verpasst, weil ich ja unten jetzt essen drin war. Was Stimmt. habe ich denn verpasst alles? Du hast A13 Ich habe A13 verpasst. ja, du wurdest sogar nein. namentlich erwähnt. Wir haben dir gedankt, weil du das alles mit dem Studio auf die Beine gestellt hast. Und Das kann ich mir ja gleich ja nochmal anschauen. Und du warst bei der Tanke, Klassiker. Ja. Oh Gott. Oh Ja. Mann. Okay. Ja, A13 war auch noch ein Reis. Genau. Das waren die beiden Studios. Haben Sie eigentlich auch über die Exkursion geredet bei A13 in der Präsentation? Wir haben eine total tolle Exkursion gemacht nach Skandinavien. Und zwar waren wir auf den Spuren von Überlebens. Und genau, es waren 5 Tage, gestartet in Hagen und haben uns dort die verschiedenen Architektur angeschaut, verschiedene Kirchen, auch von Zelten, vor allem in Stockholm, dann noch sehr viele Bauten von Zelten. Dann ist Ach doch, ich glaube schon. und genau, ich glaube, die wirklich so viele Backsteingebäude, das kann man sich gar nicht vorstellen, wunderschöne Bauten. Und ich würde auch sagen, dass dieser Einfluss auch sehr zu sehen ist in den Projekten von den Studierenden. Das Gefühl habe ich auch. Die Modelle sind super schön. Ja. Die 21-Dinger vor allem, ich finde es richtig gut. Ich Das war gibt richtig viel Lebensgefühl. ohne Witz, ich war so beeindruckt davon, mit was für Detail und Aufmerksamkeit sie diese Modelle gebaut haben. Also wirklich ein riesen Hochachtung für meine Studierenden. Total toll gemacht. Auch wenn es nochmal super viel Arbeit war, vor allem in der letzten Woche. Okay. Ich glaube, es geht weiter. Das heißt, wir bewegen uns jetzt nach oben und zwar in den 6. Viel Spaß bei PBI. Ich freue mich. Ich bitte wieder einmal Moment der Stille und ich übergebe ans FGPBI. Ja, eigentlich kann ich an Luke übergeben, der ist ja unser Chef. Luke ist bei uns Tutor und ist hier mit involviert und hat auch mit unsere Plakate ausgehangen. Und ihr seht jetzt hier unsere Ergebnisse vom letzten Wintersemester, also quasi unser Lehrforschungsprojekt, wo es um Großwohnsiedlung ging, Chancen und Potenziale. Es ging um einen Vergleich von 4 verschiedenen Großwohnsiedlungen mit unterschiedlichen Charakteristika, Machbarkeitsstudie, Standort- und Marktanalyse und am Ende eben letztendlich Interventionen oder Ideen, wie man die Großwohnsiedlung in die Zukunft bringen kann, aber insbesondere eben einfach mal die Qualitäten herausstellen. Was sind denn eigentlich die Qualitäten von Großwohnsiedlungen? Gemeinhin mögen die bürgerlichen Bewohner der Gründerwohnungsgebiete ja gern auf die anderen, ja, ich will jetzt nicht sagen herabblicken, aber doch zumindest sagen, ist ein bisschen langweilig, ist nicht so spannend, aber es gibt auf alle Fälle spannende Themen in Großwohnsiedlung. Das ist eines unserer Themen, das ist auch zu einem, oder eigentlich zu mehreren Forschungsprojekten parallel gewesen und ansonsten sind bei uns Forschungsprojekte so an der Schnittstelle zwischen Planung, Ökonomie, Soziologie und es geht immer wieder um Qualitäten, bauliche Qualitäten, aber auch teilweise Qualitäten von Bauteilen, wie zum Beispiel eben unser Fensterprojekt, wo es um die Qualität von Kastenfenstern geht oder Doppelkastenfenstern, eine Berliner Spezialität oder eben andere Qualitäten, die dann sich wieder in ökonomischen Bewertungen ausdrücken, also im Zweifel eben auch in Lebenszykluskostenanalysen. Danke. Ja, super. Also Modelle haben wir nicht, weil wir sowas nicht machen, sondern wir machen eben Konzepte. Genau, ich würde alle einladen, vielleicht jetzt nicht jetzt, aber morgen gerne. Schaut euch das nochmal an, es wird auch ein bisschen hier hängen und ich glaube, da kann jeder was für sich auch mitnehmen. Und ich würde sagen, wir gehen weiter, einmal hoch in den 7. Stock. Und zwar geht's jetzt weiter mit FG Hehl. Also folgt mir bitte einmal hier die Treppe hoch. Genau. Ja. Hallo. Hi. Hi. So,
Wir sind wieder da. Inzwischen hat uns noch ein weiteres Mitglied des Expo-Teams gejoint. Und oh mein Gott, nein, du bist. Sorry. Ja. Der Anne hat die letzte IfA geplant. Nein. Ja, Anne hat schon. Natürlich auch schön. Aber weißt du, das doch gerne noch mehr. Mehr? Also ich habe ja gesehen, dass so ein paar Elemente also von der alten mega viel. Kann ich auch nicht verarbeiten. War auch für unser Ideal. Aber hey, wir werden alle 50 langsam. Oh mein Gott, der Rundgang kommt vorbei. Zeit umzuschalten. Jetzt Semester. Okay, wir haben hier kurz Intermission. Leute gehen weiter. Sie gehen weiter zum Fachgebiet Teil und dann geht es aber gleich wieder zurück zu uns ins Homeoffice und dann aber auch mit allen zusammen. Ja, also vorerst gibt es erstmal. Ja, das ist jetzt sehr spannend, wenn hier alles vorbeikommt. Richtig nett. Eigentlich ist das das Schönste, dass so viel neu ist. Und eigentlich ist das auch das, was wir das Homeoffice machen sollen. So ein bisschen das Gathering. Endlich kommen wir wieder zusammen. Also kommt vorbei. Wir freuen uns. Weil eigentlich ist es so gerne wieder mit. Und jetzt geht's weiter mit Teil. Yes. Genau, kommt gerne alle rein. Fokussiert auf so Zuschauer und Anführungen. Ja, genau, wir fangen jetzt an. Früher als geplant? Ja, wir sind ein bisschen schneller. Ist es für euch ein Problem, oder? Ne? Nö, ist okay. Okay. Das sind nur 5 Minuten, glaube ich, vor der Zeit. Zeit. Auf Englisch, oder? Ja, gerne. Okay. So, everyone, I would like to have a moment of silence and I give over to Professor Hehl. Hier reinsprechen? Genau, einfach da reinsprechen. So, ja. Okay. Welcome everybody. This is the Fachgebiet Baukonstruktionen und Entwerfen. And we also teach the introductory semester of the International Master Program MArchT. So all that is combined in this exhibition, and we don't want to call it an exhibition because it's more a format where we want to meet people and discuss. So in the center you see this table that we produced for it, and we also use this table for so-called table grids, public table grids, by also filming what is happening on the table. So it's a mix between a direct dialogue, an intimate format, but also something that addresses a larger audience. This is also our hybrid mode format, where we talk about physical things, but at the same time have also a digital presence at the same time. So while this is the hybrid mode, we have on this side the physical mode, which, as you know, only happened in the last semester. We were digging deep into the model making and also the production of printed material. So it was completely a physical studio. And we didn't conceive this as an exhibition, but rather as a kind of Schaulager. So this is about documentation, and in the studio we also take time to look at what has been produced. To look at what has been done, and the images and plans are then in a folder that you can also check over there at the desk. And the third element refers to the digital formats. This is our little cinema that we created, where you can see a mix of different studios, but mainly also the MArchT studio, which
which was completely in a digital format in the winter semester. And before I hand over to Tobias and Marta, who will quickly go into details, tomorrow we have a kind of special parallel program where for each of these studios we have a session with breakfast in the morning, and we have a lunch session and an afternoon tea session and apéro session where according to these different students people are gathered, and as I said in the beginning, it should be about discussion rather than just looking at things that are exhibited. Tobias? Thank you. Hello, everybody. I will not go over to the screen, but I will quickly explain what you can see later on the screen. The screen shows 4 different studios and seminars, starting with the MRT, then the master studio of the last semester, which dealt with the topic of the Echo House. Then you will see a seminar, a photo seminar, and in the end there's also a small video on a seminar that we did also last year on experimental building techniques. I want to briefly go into detail for the MRT. This last semester we addressed the topic of coexistence, and we had different sites within the former death strip of the Berlin Wall. It is an area where you already now have interesting coexistences between different social groups, between different environments, between different ideologies. And we had 10 different sites, and the students, they used a specific typological method that we are experimenting with now already for 2 semesters. And this method is based on a notion of typology that doesn't see typology as a static system, but rather as an open system. And we try to create projects out of components that were in this semester derived from the research of references, architectural references, and these references were transferred into project components, specific components that could moderate coexistence, and these components were created out of by using different typological operations like hybridization, superposition, transform, modification, and so on, and were later on assembled then to site-specific projects that dealt with this with the specific narratives of coexistence on the sites. You will see that on the screen. I want to come to an end now. Just a quick overview on the Echo House studio. We tied up on echo visions of the 1970s. We took the Echo House from Frei Otto as a reference, and then the students tried to develop new visions of the Echo House of the future. The next thing is a photo seminar. A lot of the students from the Echo House studio participated in the photo seminar, and it dealt with the revisiting of interesting, sometimes even Echo House-like projects from the 1980s on experimental construction methods. It was in the last summer. We did a small project in the IfA-Fabrik in Tempelhof, which is it's a self-organized cultural center. And we built a pavilion there, which is covered with tiles made of recycled plastic. And now I'm going to hand over to Marta. I don't know if the applause is for me to comment for Matthias to end, but anyway, the other half of the space of the studio, you can see here our material or physical format. We have here a collection and archive of objects and stories that along this semester with the students have helped us to develop a particular format to produce new ideas, to produce new discourse around coexistence, this vast topic that we have to, that we want to attack together. And together with this archive, with the micro-stories that are written there, and with this table format, we are trying to understand how these objects can become the means of connecting these micro-stories into new narratives that hopefully help us to question dominant narratives on topics like nature, gender, and wealth. And tomorrow at 11:45, we will have our final roundtable that will be
the closing event from the experiments that we have been carrying here, where we will have 3 external guests that will join us to finally rewrite a new narrative on coexistence. And on the back, as Rainer already mentioned, we have another sort of archive of physical models and an archive, a folder archive with printed materials and images that have been produced during this semester during the bachelorette studio of House of Change, where we have attacked the topic of transformation, how to design spaces that are meant to transform along their life, whether in short periods, middle periods, or like midterm periods and long-term periods. And you will see here a little bit the process. We started analyzing the structural logics behind given references or examples and trying to learn from them, trying to bring some of our learnings to a specific site conditions, re-understanding the meaning of a very specific local typology, as it is the Remise in Berlin. And we have developed together a sort of new settlement of remises that try to offer these new readings of transformative spaces. And together with the reference models, you will see also intermediate stages on the development of the projects and the final models, and also 1 to 20 sort of scenographic models that from the outside look a little bit like monsters, but if you are so kind to bind yourself and look inside, you will discover some fragments of the interior of the spaces. And on the back, you have the folders with the collection of the material developed by students until the final presentation. And I think that's it. And you are very welcome to stay with us around the table, whether today and tomorrow. We will also be here the whole day. Yeah, join us tomorrow for one of our events. So thank you very much, and we are gonna continue to the home office. And please just follow me down this path and then to the right. Yes, please gather around. Please come through here. Ja, We're just waiting on a few more people. Please come through here. Okay, I think everybody's kind of gathering around. And yes, so here we're at an installation from our own seminar, and I would like to give the word to Charlie. Hi. The funny thing is you probably all have not seen me, but we've been in the home office for 3 hours now? 2 years. Well, yeah. Oh, you're right. Well, 2 years, but especially the last 2 hours, we've been doing the intermissions between when you were walking up the stairs or something, when the live stream was forwarded to us, basically. So this is our home office installation. I think the main things we wanted to say are, first of all, we kind of sometimes live here. I think there are a lot of people who are finishing up their projects right now, and I think we all know that there are a lot of night shifts involved. So
this kind of feels appropriate. But also, of course, that there are many differences between the way the ways we work. For example, the home office downstairs symbolizes a very small space. It's the situation that you have to work, sleep, and eat where, like in one room, maybe in less than 10 square meters or something. And sometimes you even have to share that space with maybe siblings or whoever you might live with. And sometimes you have the situation like this where you have, I don't know, like a sleeping space, a living space, and a workspace all separate, and you live here alone. So working from home can mean very different things for people. And I think, that's also something we wanted to say, because that's, can be unfair. I think that's basically the main thing. And also it's kind of, I think some people already slept here last night. Prints were made this morning for presentations. It's an experiment. And for the end, or for single exhibitors, we prepared a small audio, which we would play right now. The ability forces to override democracy is climate crisis, mainly. What defines success? Are you truly happy? Looking for something? Are you tired of this? What do we believe Seriously? Reduce, recycle. What's your fate? Sollten wir uns nicht alle unmuten? Thank you. Okay, well, I think it's very important for us to look back on this moment, because I think for a lot of us it really was a big impact. Everybody says, back in the days when I was studying, everybody looks back at this time. And I think it was for us very hard to adjust. And I think creating this space once more shows under what conditions we worked. It's very different than working in the studio, where you can talk with each other, where you can see how others work, learn from the others, from older semesters. And I think it's just looking back and for one moment, seeing what we had to deal with. And we will now continue our walk to FG Bürkle, to our chair for art. And I would like you all to follow me. Wie gehen wir lang? So, through this door here, please. Okay, so I think just a few more people are coming, but I think it's mostly us. So one more time, I would like you all to give us a moment of silence, and I will give over to FG Kunst. Yeah, hi everyone. We welcome you to our exhibition for the end of the year with the Chair for Visual Arts, and
we have sort of two areas in this exhibition, one part of research and one part for teaching. And yeah, what we're exhibiting here in the teaching side is mainly videos from the final projects of the students from our first year. And yeah, I think the basic theme is just sort of an artistic approach to city and city space and trying to make a difference in what there is already, sort of trying to look at what we have and seeing how you can make that more prominent or make it or change it or contrast that. And yeah, a lot of different small projects that you can see there. It's quite interesting, I think. And also from our first year course, we have here our main sort of tool for the semester, that's the sketchbooks. And yeah, so apart from these final performances that we have, we also have sections at the beginning of the semester with notations and new drawing and yeah, sort of different methods of drawing and representation to that they hopefully also take with themselves with the rest of their architecture study. And over on the back wall, we have video documentation from our research department. There was a blog seminar in Venice in May. And yeah, the theme was about performances. So you can see various students made performances in Venice at the spot, let's say. And yeah, the excursion was led by our professor, Professor Böckle, and Janine Walter, the assistant of the professor. Yeah, and the project is part of the SFB 1265 refigurational spaces. So yeah, it's about images, about how images influence how we act as tourists in spaces, and yeah. I think you can also see what the students have to say about their projects for themselves, and come and have a look at the videos calmly later. And that's it. Yeah, thank you very much. Once again, please take some time tomorrow, bring some time, look at the works. And we are now going to continue. We have 2 more floors. And we're going to go to the next floor to FG Lia. So please follow me up the stairs. Hallo Leute, wir sind zurück. Wir sind zurück. Da war ja der Rundgang bei uns. Total aufregend. Voll. Und Charlie will noch unbedingt was sagen dazu. Ach so, ich habe vergessen, von den Fragen zu erzählen. Das war irgendwie mega das wichtige Ding, wir hier im Homeoffice im 7. Fragen, die ihr beantworten könnt. Und vielleicht möchte ja Leon dazu was Näheres sagen. Oder Lisa. Komm. Oder Lisa. Lisa, komm mal her. Komm doch mal rum. Sag mal cool. Wir sind nämlich wirklich ein riesiges Team. Also wir waren jetzt so 30 Studierende. Und das ist Lisa. Und jetzt, was ist mit den Fragen? Was sollen die Leute machen so? Ja, wir haben hier 3 relativ gesellschaftliche Hier. Und die kann man hier beantworten und abstimmen und so kriegen dann ein aussagekräftiges Ergebnis, wie das Publikum hier auf diese Fragen antworten wird. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Und zwar haben wir zum Beispiel so ein Buch hier in die Mitte gestellt. Und mit einem Stift drauf. Oh, das tut uns total leid, das haben wir jetzt gesagt. Ganz so. Und da könnt ihr euren Deepest Thought aufschreiben. Und schauen wir mal, was da ist. Ja, da stehen dann Stichworte drin. Genau. Wir haben Wollen wir noch, mal lesen? wir haben noch eine Frage, Sag oder Urne. Da wollen wir auch abgestimmt haben. Da können wir auf Noah. Da können wir gleich zur Abstimmung machen. Ja, Noah, du bist ja. Noah, Zeig mal, wie man es macht. sag mal, wie das geht hier mit der Urne. Okay, Leute, wir sind fertig. Ich glaube, es geht weiter und zwar im 8. Wir freuen uns auf Urban Design und Unschoten. Ja, Cura. Cool. Bis dann.
ask you all for a moment of silence so we can listen, and I give over to FG Lia. Hi, mein Name ist Martin Morenhoff. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Labor für integrative Architektur. Das ist das Fachgebiet von Finn Geipel. Wir haben in diesem, was Sie ausgestellt sehen, sind 2 Projekte. Ein Projekt, das gestartet ist im letzten Semester. Das war ein städtebauliches Studio, das dann weiter ausgearbeitet wurde von einer Gruppe als Lehrforschungsprojekt. Deswegen ist der Umfang dieses Projektes relativ groß. Da geht es um eine Neuinterpretation des Konzepts des grünen Stadtarchipels von 1977, das ebenfalls hier an der TU Berlin entwickelt wurde. Und die Studenten haben gefragt, inwiefern das im heutigen Berlin unter den Bedingungen der Verdichtung noch ein städtebauliches oder stadtplanerisches Konzept sein kann, das eine Bedeutung hat. Das zweite Projekt, zu dem ich ein bisschen mehr gerne erzählen würde, ist unser Architekturstudio aus diesem Semester mit dem Titel Critical Mass. Wir haben uns für dieses Studio eine Liegenschaft in Neulichterfelde Süd gesucht. Das ist am südwestlichen Rand von Berlin. Sie sehen hier das Gebiet, ca. 100 Hektar groß. Es war früher ein Trainingsgelände der Alliierten. Heute ist es einfach eine wenig genutzte Brachlandschaft. Seit 2012 wird dieses Gebiet von der Groth-Gruppe entwickelt, die auch Besitzer dieses Grundstücks ist. Und der Entwicklungsplan der Groth-Gruppe, der sieht ungefähr so aus: ca. 40 Hektar des Gebiets sollen bebaut werden. Es gab 2012 auch ein vom Bezirk in Auftrag gegebenes Landschaftsgutachten, das vorschlägt, lediglich 19 Hektar der Fläche zu bebauen. Die Groth-Gruppe baut 40 Hektar und ist also quasi nicht in Einklang mit diesem Landschaftsgutachten. Wir haben gesagt, wir schaffen das, das gleiche Bauvolumen auch auf 19 Hektar unterzubringen und eben diese Vorgaben zu respektieren. Das war nicht unsere einzige Kritik. Die Kritik richtete sich auch gegen das Mobilitätskonzept, das aus einer Zeit fossiler Energieträger stammt, und gegen das nostalgische Bild von einer Stadtranderweiterung, das dem zugrunde liegt. Sie sehen ja, der Stadtrand sieht da auch schon gar nicht mehr so aus, wie das hier gebaut werden soll. Dann hatten wir ein kleines Problem am Anfang des Studios, denn wir müssen ein Architekturstudio anbieten und kein Städtebaustudio. Und was wir uns überlegt haben, ist, dass wir einen Masterplan machen, der kein Masterplan sein wird. Wir haben einfach 2 Infrastrukturachsen vorgegeben, die die einzige Verbindung sind zwischen 6 Projekten. Und jetzt kommt der Titel des Studios, Critical Mass. Alle Projekte sollten möglichst viel Volumen in einer möglichst kleinen Grundfläche unterbringen, um möglichst viel Landschaft zu konservieren. Das war die Idee für die 6 Projekte oder die Ausgangsthese für die Projekte, und hier sehen Sie die 6 Projekte, die da vorne auch in einem weiteren Detaillierungsgrad vorgestellt werden. Ja, das ist unser diesjähriges Studio. Ich weiß nicht, haben wir Zeit? Soll ich noch was zeigen? Ihr geht gerne weiter. Ja, toll. Dann einen Applaus. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ja, dann würde ich euch alle bitten, mir zu folgen. Es geht einmal hier durch die Tür zum FG Kurz. Also kommt bitte mit. Kommt gerne rein, verteilt euch ein wenig im Studio.
Genau, kommt gerne durch. Okay, I make it short. Wo willst du stehen? Ja, ich stehe upstairs. Nicht alles auf den Schirm. Du kannst mir flüstern. Ja. Ich sehe auch nicht alle Titel. Ja, das da hinten ist das Forschungsstück. Ja, ich glaube, wir sind eigentlich alle soweit versammelt. Ich würde dann alle bitten nochmal um einen Moment der Ruhe. Einmal nochmal einen Moment der Ruhe und ich übergebe ans FG Putz. Also, ich bin Anna und das ist Julia und wir haben uns überlegt, dass Jörg Steuermann die Präsentation macht, weil wir total erschöpft sind von diesem Ausstellungsaufbau. Genau. Läuft der Ton? Aber Läuft der Ton? Für die Übertragung, oder? Okay, einfach so. Okay, genau. Okay. Gut, aber das machen wir auf Deutsch oder wie jetzt? Okay. Okay. Okay, so I just learned that I have to present the work of our chair. Actually, we decided this year, because so many students were online, half online, or didn't really meet or see their work physically, that we, abstractly formulated to something like a collage, or obviously what you can see here, a real bricolage of student work from all different courses. So I give you only a very quick overview. So right in the beginning there is a project we just finished yesterday, a design studio named Entangled Communities at the site of Ostbahnhof in Berlin. We cooperated with Lokalbau and the local council of Friedrichshain-Kreuzberg on the future development. What we try to do is both look at common good development of affordable housing and at the same time have a perspective on multi-species urbanism, cooperating with an urban ecologist, Tanja Straker, who did our PIF, and Jamie Scott Baxter, who are both experts. And the students started the project with a really in-depth analysis of more than human species, birds, foxes, trees, living on the site, and from that developed future perspectives of cohabitation. So we loved it a lot, and we thought that it was also a kind of new perspective on how we might work in the future. The next project you see is a research project with students from the MRT. It's a historical timeline of all kind of common good-oriented development initiatives, temporary and long-term projects that we tried both to map on the map, which is not yet finished, as well as on a timeline. And we are about to produce and continue the production of what we call Steckbriefe. What's this in English? Steckbriefe on projects, to understand both the social and economic and political background of these initiatives, to get a dense overview over what makes Berlin supposedly so special. Then on this kind of buffet table, you see a selection of the student work of the first semester in urban design in the Bachelor of Architecture, which is actually the third semester, which was on communities near Neuhohenschönhausen, so future perspectives, where the students in their first urban design studio try to understand how inclusion and exclusion works in urbanism, and there are some very ideal utopian projects, but also some really kind of harsh, really exclusive and inclusive projects. Behind that, you see two studios, very briefly represented, that we worked on community-based design in Neuhohenschönhausen.
where the students really also continue to do our work, currently also with their master theses. It was a project that tried to bring together like urban ecology, urban sustainability, with an idea how Neuhohenschönhausen as a mass housing settlement could be developed also in communication with the inhabitants. Everything was started by a new urban center where the real competition from the Senate was decided, I think, half a year ago, but we started with the competition, and we will actually follow up maybe also on this competition, the real competition win, and try to communicate this with the local inhabitants. This is what the current master thesis work is about. And in a kind of dark corner, can we make light? You see a project which is actually a research project we do together with the chair for real estate and building economy, Professor Christine Wellner. It's a project funded by the BMBF about the quality of housing from the perspective of kids and youth. It's a citizen science project with a team of 3 where we really engage in workshops with the kids and youth in Neuhohenschönhausen to get their perspectives on what are the qualities of life. And we just had an exhibition in the local shopping mall, which was kind of successful to feedback what we found out in the first phase with exactly the kids and their families, and it will go in a second and third phase next year. I hope I did not forget anything, Anna? Okay, yeah, thank you very much, and yeah, enjoy your further exploration. Yeah, thanks a lot. We will continue to FG Cora, sorry. Yes, so just follow me. Please hold open the door for the next person. Thank you. Das ist noch einer. Yeah, please come inside. We're just waiting for a few more people. Hello. Okay, we're just waiting on the last few people to gather around. And then I would ask you one more time for a quick moment of silence. So, please let's be silent for a moment and listen. And I give over to FG Cora. If you come in here. Where do you speak? The best is into here. Okay. Yes. Hello. Please come further if you'd like to. So I know this is a tough day and very hard work to come up the staircase, and the heat is manageable, I would say, compared to the last few years. So I'm Raoul Bunschoten. I've been leading this Fachgebiet for 11 years, and we've done the studio that you see mostly presented here together with Georg and Moritz and Laura and Johannes. Where are they? Somewhere there, there, into the wine already. As you probably know, this is the last exhibition of the Cora chair as it is. Of course, things will continue. This is clear. Life goes on, but also the work goes on.
I will say a few things about the kind of things we did over this period of 11 years, right? Of course, we've always focused on climate change because that was the focus of the chair. But we also delved deep for a period in the whole smart city kind of wave, which was controversial. There were fights in the chair, not everybody was happy, some people were all jealous, and so on and so forth. Others really condemned it, and we've gone through that, and it was also a learning process, because out of that came the bigger wave, which is, of course, climate impact, as we are now really beginning to experience it. And I would say the whole wave of digitalization that was part of the smart city wave was really just part of it, and it's becoming a smaller and smaller part of kind of the big issues, which is really survival on a kind of planetary scale. So we started to focus more and more on the I think that's the video, no? More and more we started to focus on the principle of curare. Curare is the principle of taking care of, but also it's a curatorial principle, kind of taking care of, yeah, you could say the planet, but also of us surviving as part of nature. And at the same time, linking it to a curatorial process of who we should do this with and who's even we in this whole process. And of course, this includes working with perhaps very deprived people, like in countries like Indonesia, where we're now starting to work, and in South Africa and Africa and South America and so on. So this curatorial process becomes very much integrative and encompassing kind of process. More lately, we started to focus on a series of themes, that of the new nature, right? What is nature really, and how we make a pact with nature, the intelligence of nature, and also working with forest, for example, in order to lead to biogenic production. Right? Forest to city is a kind of pact with nature to be able to get some of the carbon out of the air, but it ends and kind of store it in cities. So again, one step towards survival, but also beginning to recalibrate the way we actually work with nature. Instead of extracting from it, we work together, and us being part of it, of course. Then, of course, second skin, that we are in the process of constructing a second skin that's really different from this new nature and potentially highly destructive, but maybe also positive. That has to do with production of new cities and kind of the global cooperation on production with biogenic materials to get the balancing of, for example, emissions, but also biodiversity and things like that, and ultimately also a balancing between different peoples, and of course ultimately about peace, right? Because we all know the war that is going on right now is destructive and changing the game again in a way that was not expected, but also not good, and so we have to rebalance this again. And thirdly, of course, the emergent space of meta spaces. As you saw, this exciting project that we started, well, the students really started with the help of Moritz in a seminar. This was really a kind of a new breakthrough, because we started to ask ourselves, what are the tools of the future and how do we harness them? Some are controversial, again, like Smart City, now it's metaverse and NFTs, but look what happens to the students. And look what you see on the screen there, which is drawn by Julia, who I'm going to ask two words. How we as architects have to draw this kind of complexity in order to understand what it is about, and how we can kind of find new ways forward. And one of the new ways forward is to understand the value chain of forest to city and city to forest again. I know there's oceans as well, but we just focused on the forest for the moment. And what we did this semester, we worked on the embedding of this value chain forest to city and city forest in the complexity of urban dynamics. So some of these projects you see here, everything inside this nice system is the master studio, and there's some projects that deal with, for example, very social and cultural issues. How do you deal with non-privileged people to bring them into the kind of the market and the kind of economy of production. Other projects are about logistics, to find out where are the key points where you have to invest to make sure the flows
of biogenic materials actually reach the housing projects in the city. It's a very difficult subject because you cannot just leave the market do it. You have to agree to invest as a state in some of the key points. You will see that in some of the projects there. And there, for example, then we always push some key projects that are really visionary, really extreme. Like, for example, there is a project about generating a kind of waterway, pipeline actually, highly political pipeline to bring water from the oceans, again, and the big issue of energy, to the peat fields in Brandenburg, because soil is basically the biggest absorber of CO2 in the world, and we don't understand it yet. We don't know much about it. Maybe not realizable right now, but if we can build this, how do you call this? This Gulf Stream, how do you call these things? North Stream. The North Stream, yeah. If we can build those things and turn them off again, we can also create those kind of mega projects. But we have to debate them. So that was the studio, the master studio this semester, and I think it was highly successful because we went back to the big question of urban planning. How do you actually plan cities, and how do you work with the existing dynamics of a city to make this value chain happen? That was the kind of brief we wanted to work on. I want to thank also Herman Schlimme. Sorry, somewhere here. Yeah, thank you for your pitch. It's been absolutely wonderful. Finally, we started to collaborate. Late for me, but we will continue to work together on the dual degree with Tsinghua University, which you will take over, but we will certainly do more work together on that. Here you see some models of the BA studio, where we did a really hardcore project on the kind of creating building kits in wood. Then you see in the back, there's a project there was a studio, actually, seminar run by Georg. Georg, where are you? Can you just say 2 sentences? Yeah, we can shift the focus to... Listen to the microphone. Yes. Just keep. Thank you. Yeah. Shift the focus on my research topics. So one was how circularity and the circular economy manifests in construction, and that is what we basically put together in an exhibition earlier this semester, with a lot of students that helped this work. And I really want to thank again everyone who was part of this year of investigation, and that culminated in this exhibition that we put up again here in the back. And the second focus, the second seminar that you're going to mention in a second, is on circularity on a city scale. This is represented in 2 models. One is here and one is here at the back, where we try to understand circular processes on a city level. Thank you. Then we did a highly exciting seminar with students on a new tool we've been developing over the last few years, which is a breakthrough tool that MIT doesn't have, Harvard doesn't have, we have. Konrad, can you say 2 or 3 sentences about the interactive tool? Yeah, I should have a microphone because I have the camera here anyway. So, wait. Microphone. Yeah, I stay here. Bring it back to me. What do I speak in here? All right, y'all can hear me, I hope. Halten sich auf den Screen. So? Awesome. All right, hope y'all can hear me. So this is a semester's project, which is from the Urban Curation class, which we also did at the Cora faculty. And basically what we did here is we have designed this digital tool. So we wanted to go and analyze everything around like the circular economy of construction and building. And what we did was basically in multiple stages to display and gather data that we have also used already from recent semesters. And this is connected to the Schumacher Quartier, which is the new development project in Tegel. And so you can see here this so-called landing screen where we have displayed all these stages, which is totally digital, and I invite you guys to try it out. But we have also then went into 3 groups and 3 different stages from basically, first of all, collecting data, for example, from the Brandenburg forests, which you can see here. And you can, for example, just use like this tool to just select like a certain area. And once you've selected it, it will show your forests which are inside. It will give you data such as, for example, the usable biomass, usable timber, or the follow-up like CLT that you can get in like cubic meters, and from like all the forests in Brandenburg. And what we did is for this analyze project that we have covered
certain, so basically all of the forest areas in Brandenburg, we've connected them to sawmills, we've connected them to routes to Tegel. Then we've used like this like zones here. This is like a very complex ID system, for example, but this is just the forest part. We have covered, for example, the urban scale too, where you can see in a moment the development plans for Schumacher Quartier also, where you can then go into and like see several things such as mixed use units, and you can just click through and it will always display your data according to it. But also what is pretty interesting is like the architectural scale, where we have then went into like the latest step into like the housing unit itself, and therefore analyzed like the materials itself, and you can or always see like what mass is used, and you can just like play around with it a little bit. You can see like several units, for example, right, that were analyzed, and yeah. Thank you, Conor. You're welcome. Thank you very much. 2 more minutes. We go back here. Thank you very much. But he will stay there. You can kind of ask him. Then to... Thank you. We're almost there. So we have some thesis projects. Here's a thesis project about the third skin, the kind of the whole space created by the kind of the data environments and the metaverses, and the way that that begins to encompass the planet of Mars. So how do you define the way that we begin to inhabit Mars? And it's a MA thesis project that's just finished yesterday. Similar to that, there's a BA thesis project by BA students, which is about the way that we are going to design cities on Mars. So we're very much into other planets also. There's a lovely, wonderful other BA thesis by Laura and Sarah, which got an extremely wonderful grade, which is called Sensorium, and shows kind of the brilliancy of the new generation. And then I wanted to ask Moritz to say a few words. You want to say a few words about the studio? And then I just want to say thank you to the students, first of all, for being on this journey with us. And I want to say a big thank you and applause to Raoul as well, maybe, yeah, for being so passionate about this time and your ideas and your sort of spirit. Yeah, I think that's a nice. I'm still going to thank you. Thank you. And because I don't want to end up with me, I want to actually thank Mars, and I want to thank Georg, and I want to thank the 2 tutors of this year, Johannes and Laura, wherever they are. And I would like to thank you all for the honor of having been here during this time, and especially mostly the honor of having been teaching students. And I must say I'm especially proud that during the years we've had always the majority of students that were women. So I'm extremely proud of having been part of making possible that these women have now positions of leadership in the world, all over in every continent. And I think this is one of the greatest achievements that I could do, and I hope to still being able to continue that. We will continue in some form, in some sort of research position, but I think I'm going to end here, and I wanted to give the last word to Julia, because some of the things that always I love is the aspect of consciousness, which is the title of the chair, Cora Conscious City, and at the basis of that is human intelligence. And one of the ways that human intelligence is being stimulated is by games. Julia, you want to have the final word. You have to speak in here. Yes, so our group, we designed a game, as you can see here. Actually, the idea came because we think it's a really complex theme, like climate change, and the construction sector plays a big role in it. And we tried to combine different stakeholders together, and actually, yes, we found out that it's the easiest way perhaps to do it in a little childish way as a game, and that's it. Yeah. Yes, so I want to thank one more time Professor Bunschoten for his time here at the university. I also had the opportunity to be part of the studio a few years ago, but I think your chair really brought us very nice approaches to
the tools that are now there in modern age. How we can look at these complex systems that you see around us, how we can grasp them. And I think, this studio for me was also very special, but I think for many students to experience this digital aspects that we can use, but also this playfulness that we always see in your studios. And I think you did a great job teaching here, and I want you all to give an applause one more time. Thank you so much. And before we all get sentimental, okay, before we all start crying, let's continue. We have 2 more steps, and then we're at our end of this long tour. Thank you all for coming with us. Please, let's look at the last 2 stations. Let's go up, and we're going to look at architecture theory. So just go up one last flight of stairs. Anna ist Leading Picture unserer Gebiete, aber auch für Team Party, was morgen großes Thema wird. Große Party. Und darauf freuen wir uns auch nicht nur jetzt gleich, dass wir auch anderen runtergehen können, endlich mal sehen, was draußen alles geschehen ist, aber vor allem halt morgen Nacht. Und es ist auch schön. Ich meine, es ist für manche ist es ein Abschluss und für uns als Semester ist es ein Abschluss und morgen ist einfach Ende. Ist schon krass irgendwie. Die Zeit vergeht schnell. Ja, ich glaube, wir sind jetzt auf dem Weg zu den neuen. Ja, stimmt. Ja. Viele Stimmen und sogar noch ein bisschen Sonnenschein. Ich bin mal gespannt, was da draußen passiert. Man verliert die Kontext. Aber hey, wir verlieren Freunde, aber den Hallen verliert man auch ein bisschen den Sinn. Wir gehen jetzt dann quasi noch als letzten Stopp Architekturtheorie bei dieser Seite. Und dann treffen wir uns alle unten irgendwo. Ja, dann treffen wir uns alle unten. Stoßen einmal an auf diesen tollen Rundgang. Ja. Wundervolle, kalte, ja, das ist da komplett wieder. Oh ja, ich glaube auch, ich finde, das ist auch so, also ich meine, ist das nicht eigentlich so, dass das abschließend zu sagen, okay, wir sind nicht mehr da. Wir sind nicht mehr da. Glaube ich zumindest. Aber hey, nächstes Studio, Professor Gleiter. Ich freue mich. Hallo. Bis dann. And one more time, I would like you all to ask you for a moment of silence, so we can listen. And I give over to architecture theory. Ups. Sorry. Oh, jetzt habe ich etwas falsch gemacht. Where is my Regieassistenz? Livia? Okay, läuft. Ja, super. Ja, schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Also willkommen im Fachgebiet Architekturtheorie. Es ist einfach eine große Freude, dass wir heute hier sind und dass wir Sie begrüßen dürfen. Sie befinden sich jetzt im Fachgebiet Architekturtheorie, geleitet von Professor Jörg Leiter, und ich bin Lia Gasperoni, die wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in der Postdoc-Phase, und gemeinsam mit Gudrun Rauwolf, die hier im Bereich Architekturpsychologie promoviert, und Klaus Platzkümmer, der auch hier im Fachgebiet promoviert, haben wir diese gemeinsame Ausstellung konzipiert. Und Sie werden verschiedene Arbeiten finden, die unsere theoretische Reflexion charakterisieren. Ich würde sagen, wir haben gemeinsam diese Ausstellung konzipiert, um
Ihnen einfach auch eine Einladung auszusprechen und zwar einfach mit uns auch zu diskutieren, einfach unsere Arbeit wahrzunehmen und natürlich auch hier im Haus mit uns zu kooperieren. In den letzten Jahren, glaube ich, sind wir als Fachgebiet zusammengewachsen und für uns ist die Fragestellung sehr wichtig, wie wir einfach die Theorie in den Medien konzipieren und nicht einfach nur abstrakt anwenden oder konzipieren, sondern wie können wir einfach sehr komplizierte Fragen, die gerade auch im zeitgenössischen Diskurs der Architektur prägen, übersetzen, und zwar auch in räumlichen Medien, räumlichen Strukturen, räumlichen Formen. Und dafür ermahnen wir sehr stark, das werden Sie, glaube ich, auch jetzt hier nur mit einem Augenblick sehen, dass es sehr viele auch medialen Praktiken vorhanden sind, nicht nur Texte, obwohl wir natürlich auch dann in Mediumsprache aufarbeiten, sondern versuchen viel auch mit den Studierenden mit verschiedenen Formen der Architektursprache zu experimentieren in unseren Seminaren. Es sei sogar mit Simulationsvideo gerade oder ein Fall auch von Gudrun Rauwolf mit Experimente im Bereich der Architekturpsychologie, die darauf abzielen, auch die Wahrnehmung und Erfahrbarkeit von in diesem Fall pilzbasierten Baumaterialien gemeinsam zu erforschen. Und Gudrun wird auch morgen hier im Raum und ist natürlich ansprechbar auch für die Relevanz dieses Experiments und auch für seine Kontextualisierung. Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit der Frage des Anthropozäns und eine experimentelle architektonische Feldforschung. Und hier sehen Sie verschiedene Arbeiten, die ich auch mit meinen Studierenden entwickelt habe. Also gehen Sie mal durch. Wir sind hier im Raum, auch morgen. Morgen werde ich auch um 1 Uhr einige Frage oder um 13 Uhr unten einige Frage der architektonische Feldforschung präsentieren und bin sehr froh, dass wir diese Gelegenheit haben, hier gemeinsam zu sein und einfach ins Gespräch zu kommen. Also herzlichen Dank und auch herzlichen Dank natürlich die Studierenden, die bei den vielen Projekten mitgemacht haben. Wir spüren, dass jetzt diese forschende Lehre einfach auch Sinn macht. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Ja, dann sind wir fast am Ende. Folgt mir bitte noch einmal hier den Gang entlang. Wir sind dann, gucken dann gleich nochmal in die Halle 7 von oben runter, machen einen kleinen Abschluss. Also folgt mir noch kurz einen Moment und genau, einmal hier durch die Tür. Genau, haltet gern die Tür auf für den nächsten. Ja, kommt gerne durch. Einfach einmal kurz, könnt schon mal runterschauen, nochmal reflektieren. Ja, jetzt sind wir alle hier versammelt. We're all here together. And yeah, I want to thank you all that you took this time and this moment, walked up all these flights of stairs. And for us it was really nice to have this opportunity as students to think about how we can show our works and once again, after a long time of a break, be here together physical in this space and not just on a digital screen or with a big distance, but here together and to have this moment to share for these works, for all the effort the students put in here in this last semester. And we are very thankful for you that you're here. And I don't want to say too much. I just want to thank you all. I hope you come tomorrow. We have some really nice talks. And after that, of course, we're going to get loud. There's going to be music, fun drinks. And that's all from us. We wish you a wonderful time here. And we hope you all will unmute.
Okay, so you see the blue dots. They lead you to the party. So just follow the blue dots. Jetzt kannst du nicht haben. Es war genau jetzt eben gerade. 128 GB. Genau jetzt. Super.